Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Tuchola. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Night Warrior mit Rosi. Wir sind im Teil 7, Ausrüstung. Wir sind im 7. Teil angekommen. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, mein Lieblingsteil als alter Ausrüstungsnerd. Du bist auch in Full-Kit aufgerödelt. So wart ihr in Polen teilweise den ganzen Tag unterwegs. Das ist natürlich schon für dich natürlich jetzt kein Ding, ne? Aber ich fühle mich ein bisschen nackig, weil ich habe keine Munition. Ja, das glaube ich dir, ja. Ja, wir haben uns natürlich gedacht, ihr habt bestimmt Fragen draußen. Was haben wir benutzt? Wie funktioniert was? Und da gehen wir einmal so die groben und wichtigsten Sachen durch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwas, was wir nicht erklärt haben, dann natürlich einfach dann am Ende in den Kommentarbereich schreiben und dann gucken wir, dass wir nochmal ein Frage-Antworten-Video für euch produzieren. Fangen wir mit den Waffen an. Du hast übrigens das hast du jetzt nicht in der Serie gemacht, aber das fand ich total schön in der ersten Serie mit den Day and Night Sniper. Immer wenn du eine Ansage gemacht hast, am Ende immer zu den Waffen. Das fand ich ein total... Ja, da bin ich auf der Schießbahn, das meine ich natürlich auch so. Ja, natürlich, aber es ist einfach so ein schöner, es hat so was Ritterliches gehabt. Weißt du, so zu den Waffen sehe ich so wie die Leute, die helle Bar, ist ja auch egal. Fangen wir an mit den Waffen. Gut, zu den Waffen. Ich habe jetzt geführt eine Henel. Nochmal, Heckler & Koch ist auch gut. Ich bin, ja, nee, auf jeden Fall, die haben wir demnächst dienstlich. Ne, habt ihr jetzt schon dienstlich Heckler & Koch? Ja, auch einige schon natürlich, ja. Aber ich meine jetzt G95. Ja. Warum finde ich die Hähne noch einen Ticken sexy? Wir haben jetzt hier den ganz normalen Paddle, wie immer. Für einige Drills ist es halt super, super einfach, den Verschlussfanghebel hier zu nutzen. Heckler & Koch hat sich halt hier oben gelöst, geht auch, aber man sieht, man muss immer umgreifen. So, warum ist der so wichtig? Wenn ich die Stovepipe habe, wenn ich Sicherheit herstelle, es ist super einfach, er stört überhaupt nicht in keiner Position. Ich gehe rein, einfach den Finger hinter und fertig. Störungsbeseitigung, alles ist einfach entladen. Ich kann theoretisch, was ich aber nicht mache, auch mit dem Finger die Waffe schließen. Ich kann ganz traditionell AR-Griff nutzen. Also alles, was man früher gelernt hat, kann man auch machen, aber das richtig gute Add-on ist der Verschlussfanghebel. Check. Ansonsten muss ich sagen, ist das eine ganz normale funktionierende AR. Ich weiß von der Anfangsphase, da hatten wir Probleme, oder die hatten Probleme mit der Rampe. Die wurde dann nochmal auf die entsprechende Munition so ein bisschen nachgefeilt. Das habe ich gehört. Meine Kanonen, muss ich sagen, die funktionieren einfach. Ja. Und das ist auch für mich das A und O. Ich glaube, wir hatten nur Störungen auf der Bahn mit 300 Blackout und das lag aber nicht an den Kanonen, sondern an den Magazinen. Nee, das lag an mir, weil ich eine Wurst bin. Und zwar habe ich nicht ganz realisiert, ich schieße normalerweise die 300 Blackout mit Supersonic. Die haben ein leichtes Geschoss. Die Subsonic, die ich dort bekommen habe, da sind die Geschosse länger. Die haben so knapp ins Magazin gepasst, dass wir beim Schießen sind die ab und zu mal hängen geblieben. Ja. Peter hatte zum Glück noch ein paar 10er Magazine, die waren Mühe länger und dann lief sie wieder fehlerfrei. Heißt für mich tatsächlich, für einen Einsatz wird sowas gar nicht passieren. Ich werde ja im Einsatz, wenn ich irgendwas Neues habe, das vorher noch mal trainieren, alles abchecken. Ja, ich gehe ja nie mit irgendwas Neuem. Ich nehme lieber schlechteres Gerät, was ich erprobt habe mit, als irgendwas super Neues, hypermodernes, was ich nicht erprobt habe. Das war so ein schönes Live-Beispiel. Die Kanone hat funktioniert, aber das Magazin war ein Ticken zu kurz für die langen Subsonic-Patronen. Check. Wie gesagt, danach haben wir es. Ich habe noch genügend 2:3 Magazine, Stahlmagazine. Da hat man im Allgemeinen ein bisschen mehr Platz als bei Kunststoff. Das probiere ich aus. Das ist eine Sache, die mir nie wieder passiert. Aber es war für uns total cool zu sehen, wie schnell und du warst ja dann nicht auch darauf vorbereitet. Man sagt ja immer so, klar kann man Störungsdrill vorbereiten, aber du weißt ja dann, es kommt jetzt irgendwann du bist schon mental ein bisschen drauf vor und du warst halt nicht mental darauf vorbereitet auf die Störung. Und man hat gesehen, du hast das halt trotzdem abgearbeitet und die Pistole war so schnell draußen. Ja, das ist halt das Training, ne? Weil man wenn man nicht zweckmäßig trainiert,
dann wird das niemals Ja. so weit passieren. Ne? Und ich sage meinen Jungs immer wenn die Gurke nicht funktioniert, checkt nicht, warum sie nicht funktioniert, ist völlig uninteressant. Sichern, Pistole und dann weiterarbeiten, Umschau halten, keine Bedrohung. Dann gucke ich nach, warum. Patronen hängen geblieben. Wir haben vorhin über die Lauflänge deiner Hähnel gesprochen, hier in dem Fall. Ne? Du hast die auch alle beschriftet, hier ist mit 10,5 Zoll. Ja. Genau. Das Und ist eine sehr gute Frage, denn eigentlich ist das eine Schwachsinnswaffe. das hören. Ja. Für den Infanteristen brauchen wir auch später Spezialkräfte. Für den Infanteristen brauchen wir einen guten Kompromiss. Je kürzer die Waffe ist bei gleicher Munition, desto langsamer ist das Geschoss. So, das hat natürlich Auswirkungen auf das Schießen auf weite Entfernung. Na, ist klar, wenn das langsam ist, habe ich eine sehr gekrümmte Flugbahn. Also die Ablagen werden auf weite Entfernung, das heißt auf weite Entfernung, wir reden von 300 Meter. Ja. Da können solche Ablagenunterschiede durch die Lauflänge sein. Ja. Zusätzlich muss ich wissen, wenn ich jetzt auf Moving Target schieße, da geht es ja immer, wie schnell ist das Ziel, wie lange braucht mein Geschoss von hier bis dahin. Nahbereich einfach draufhalten und abkrümmen, Zielmitte. Wenn ich aber auf 100 Meter schieße, wir sind jetzt bei der Faustregel. Faustregel ist 100 Meter, Geschossflugzeit 0,1 Sekunden. Wenn das Ziel beispielsweise mit 1 Meter pro Sekunde sich bewegt, kann jeder ausrechnen, ich werde dich diesmal nicht bloßstellen, einfach 10 cm vorhalten. Ja. Wenn das Ziel mit 2,5 Meter, also ein fallschirmjäger Laufschritt oder ein Eilmarsch, sich von rechts nach links bewegt, das ist dann 2,5 Meter, heißt 25 cm vorhalten. Wenn er mit Ausrüstung Vollgas gibt, mit Ausrüstung Chestrick AK, ist er ungefähr 6 Meter pro Sekunde, also 60 cm vorhalten. Auf 200 Meter fliegt das Geschoss, wieder nach Faustregel, 0,25 Sekunden. Das heißt, wenn der mit 1 Meter pro Sekunde sich bewegt, muss ich 25 cm vorhalten. Und bei 300 Meter nach Faustregel ist 40 cm bei 1 Meter Zielgeschwindigkeit. Wenn das Geschoss also eine größere, eine längere Zeit braucht, von hier bis 100 Meter, von hier bis 200, von hier bis 300 Meter, dann ist natürlich auch der Vorhalt größer. So. Ja. Und das sind natürlich einmal das Anhalten von der Geschossflugbahn oder von der Geschossflugzeit, ist natürlich mit so einer kleinen, mit einem kurzen Lauf wesentlich schlechter. Deswegen Kompromiss finden. Das ist jetzt nicht die perfekte Infanteriewaffe, die ist einfach zu kurz. Ja. Ich sage, so eine Infanterie, ein guter Kompromiss beginnt bei 14,5 Zoll. Ja, 16 Zoll das kann man. Das ist das, was die Amis machen, ne? Ja, also das ist genau das. Die ist Army, so, ne? Genau, ist genau das. Du bist ausreichend beweglich im Raum, im Grabenkampf, im Waldkampf und hast trotzdem noch ballistisch gesehen noch einen guten Kompromiss für weite Entfernung oder für bewegliche Ziele. Und ja auch die Energie, die am Ziel ankommt. Am Ende muss man auch noch aber wobei ich selbst bei denen, wenn du siehst, du brauchst ja nur 80 Joule, um an der richtigen Stelle zu treffen und zu töten. Ja, das stimmt. 80 Joule ist nicht viel. Ja. Na, aber ist klar, wenn ich mehr Energie habe im Ziel, ich habe ja ganz viel Energieverlust, wenn ich jetzt ein Ziel durchschieße. Kann ja ausrechnen, wenn das Geschoss so und so schwer ist, so und so schnell ist das die Joule, die hinten flöten gehen. Aber du hast trotzdem recht, du brauchst natürlich Energie, wenn ich jetzt zum Beispiel feindliche Ausrüstung durchdringen muss. Ne? Ja. Und dann muss ich auch noch eine Tiefenwirkung haben. Check. Ja, zur Lauflänge. Warum benutze ich sie trotzdem? In der Mission habe ich diese Waffe genommen, weil ich natürlich auch mit einem Schalldämpfer noch führig bin. Ne? Und da muss man dann sagen, eine kurze Waffe mit Schalldämpfer für den Nahbereich ist ausreichend gut. Ja. Na, und deswegen, ja, es ist eigentlich für den Kampf da draußen im Grün ist das schwachsinnig. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ich nur im Nahbereich bin, Ortskampf, dann habe ich hier eigentlich wieder einen guten Kompromiss, vor allen Dingen mit den Schalldämpfer. Ganz kurz, eine kurze Waffe gibt natürlich auch einen Atommündungsblitz. Ja. Na? Und der Blast, der da rausgeht, das ist natürlich auch eine Sache. Wir hatten vorhin einmal, vor ein paar Videos, das Thema, was passiert, wenn ich am Gegner vorbeischieße. Na, der Schock, den man hat von dem Mündungsdruck, das ist natürlich auch taktisch gut zu sehen. Ne? Wenn ich also schon einen irritieren kann durch den Mündungsdruck, dann ist das für mich natürlich ein taktischer Vorteil. Ein Sakrileg. Ich setze dich jetzt unter Druck und sage, du darfst nur eine AR mitnehmen, egal wohin, und darfst nur eine Lauflänge haben. Welche wäre 14,5. das? Check. Ja. Perfekt. Ja. Gut. Top, reicht mir. Gut. Dann hatten wir einmal die Langwaffe, denn als Pistole, da ist jetzt ja... Suchst du deine... Ja, die hast du... Liegt hier?
Nein, die suche ich nicht, aber die nehme ich gerne. Ich suche sie nur nicht. So, Pistole. Lange Jahre habe ich, ne, fangen wir vorne an. Dienstlich bin ich mal angefangen mit der P1. P1 noch, ja. Ja, ich bin noch mit der P1. Nein, nicht mit dem Vorderlader, so alt bin ich doch nicht. Mit der P1. Dann kam mal irgendwann ein großer Cut. Da bin ich ins KSK, da hatten wir dann die P8. C für Combat. Na, die hatte keinen, die hatte nur einen Entspannhebel, keine Sicherung. Das war auch schon ganz gut. Aber der Abzug kam natürlich direkt aus der Hölle. Ich glaube, Putin hat das Ding entwickelt. Na, da muss man schon Krafttraining machen, um den Abzug zu bedienen. Trotzdem hat das funktioniert, aber natürlich irgendwann ist Schluss, weil das Waffensystem halt nicht ausgereift ist. Dann ist eine lange Zeit nichts passiert. Na, wir haben ja heute noch die P8. Spezialkräfte gehen jetzt Deutsche auf die PDP. Vor ein Jahr habe ich sie bekommen, also bevor sie ausgeliefert wurde, habe ich sie ausprobiert. Rosi, ich habe hier eine PDP, probiere die mal aus. Und dann habe ich erst gesagt, nee, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, nochmal mit neuen Holstern anfangen und so. Doch, probiere sie aus. Kriegst du so. Naja, okay. Glock, ich schieße ja fast nur Glock, weil viele Einheiten Glock haben. Dann habe ich sie doch probiert. Am gleichen Tag habe ich ihn angerufen, mein Freund dort, und völlig begeistert. Und man fragt sich jetzt, wie kann man bei einer Backup-Waffe begeistert sein? Der Abzug ist klasse, die Ergonomie ist klasse, super störungsunempfindlich. Alles Gründe, warum sie bei den Spezialeinheiten eingeführt wurde. Ne? Ich kann nur sagen, das ist momentan für mich persönlich, für eine Dienstwaffe, das ist der Rennwagen ever. Militärisch eingeführt? Also Ja. KSK kriegt jetzt? Ja, Kampfschwimmer. Das war mir jetzt neu tatsächlich. Ja, und dann auch noch irgendwelche Feldjäger kriegen sie auch. Ja, wird natürlich die Ausbildungszeit stark verkürzen. Ne? Denn mit so einer Kanone, im Gegensatz zur P8 und was da auch zwischen waren, da kommt keiner nicht mal in die Nähe. Das ist ein Ding, wo ich sagen muss, wow, Okay. das ist ein Gamechanger, obwohl das nur eine Pistole ist. Ja. Ich denke auch, das wird nicht mehr lange dauern, dass Polizeien da drauf kommen, weil das ist immer so ein Ding, wo man sagen muss, ausgereift. Dann haben sie eine F-Line noch für Female oder für kleine Hände. Das heißt auch die Polizeibeamtin, wo man eine normale Waffe nicht mehr kleiner machen kann über das Griffstück. Da kann man noch so viel tun. Die F-Line jetzt für Damen oder kleine Menschen. Super geeignet. Die F-Line ist auch insgesamt ein bisschen kleiner, zum Beispiel für Personenschutz. Ich habe also auch eine F-Line, habe damit trainiert, muss sagen, ich schieße fast die gleichen Ergebnisse mit der F-Line, obwohl das Griffstück für mich schon einen Ticken zu klein ist. Also muss man sich überlegen, wenn also das Kompakte jetzt im Vordergrund steht, Personenschutz zum Beispiel, da könnte man durchaus über nachdenken, dass man selbst die F-Line für die normalen Beamten nimmt, weil sie halt kleiner ist insgesamt. Okay. Ja, das zum Thema Pistole. Ja. Für die Scharfwaffen haben wir ja in der ersten Serie immer auch gepredigt, Trockentraining. Trockentraining, das ist auch was du sehr, sehr häufig und viel trainierst. Wir sind ja hier bei dir zu Hause quasi und haben hier auch einige coole Sachen, werden wir vielleicht noch mal was zeigen gleich. Aber du hast da bestimmte Trainingssysteme. Erzähl mal dazu was. Ja, Pistole. Ich habe ursprünglich nur mit der SIRT trainiert für Pistole. Ist sehr schwierig ranzukommen. Ja, in Deutschland gar nicht. Dann kam ich irgendwann auf der Enforstec, meine ich. Da habe ich dann die Laser-Ammo-Pistole gesehen, habe festgestellt, gleiche Maße wie Glock. Ich trainiere ja heute noch, oder was heißt, ich schule PDP, wenn ich die freie Wahl habe, nehme ich PDP. Manchmal, wenn ich jetzt mit Einheiten habe, die Glock haben, nehme ich selbstverständlich die Glock. Die Laserpistole wird wahrscheinlich auch als PDP kommen. Momentan gibt es sie nur als Glock. Ich habe sie jetzt als Glock. Das heißt, ich nehme mein ganz normales Holster, wie gehabt. Ich habe dann hier wieder meinen Dummy drauf. So. Was macht die so ein bisschen besonders? Erstens, dass ich sie in Deutschland legal erwerben kann. Zweitens, ich kann dort mit vernünftig arbeiten, indem ich dort abkrümme. Es kommt ein Laserschuss raus. Vielleicht kann man das hier irgendwo sehen. Kann man das sehen? Den Laserschuss? Ja, ich kann ihn sehen. So, was hier ganz gut ist, bei der SIRT ist es ja so, da habe ich einen Dauerlaser. Ja. Und das ist ganz viele Schützen, die gehen jetzt hin, fangen an zu schießen und lenken denn. Das machen die nicht mit Absicht. Das macht das Gehirn, um Erfolg zu haben. Denn einfach immer den einfachen Weg gehen, das ist ganz normal.
Ja, Also ist falsch, aber menschlich. Ja. So, hier ist es von vornherein. Du hast nur einen kurzen Laser, das heißt, du kannst wirklich sehen, wo wäre jetzt das Loch in Wirklichkeit. Ja. Das haben die, was SEAT nicht hat, aber bestimmt nachrüstet, weil das ist ja auch keine Atomphysik. Ne? Das ist eine Sache, die völlig logisch ist. Weiß auch nicht, warum sie es nicht schon immer so gemacht haben, aber interessiert mich auch gar nicht. Denn das Ding ist ein Gerät, das benutze ich jetzt seit Enforce-Tech, letztes Jahr. Ja. Gut, kann ich jetzt sagen, funktioniert immer. Ich habe jetzt einmal das Ding leer gespielt, die Schraube runter, eine 123er rein, so war wieder einsatzbereit. Du hast ein akustisches Signal, ne? Du hast, das weiß ich noch, weil wir haben die auch schon mal bei uns auf dem Kanal vorgestellt, oder zumindest eine ähnliche Version. Du kannst den Laser vorne ausschrauben und kannst den zum Beispiel auch für die Scharfwaffen benutzen, ja, wenn du den entsprechenden Adapter hast. Habe ich noch nicht gemacht. Es geht. Okay. Du hast ein höheres Gewicht durch das Magazin. Bei der Version ist es auch so, Magazin leer geschossen wird angezeigt. Also wenn du 15 Schuss hast, dann musst du quasi einmal musst du wechseln. Und ich weiß nicht, ob es die Version hatte, aber die Version, die wir vorgestellt hatten, hatte noch so ein Finger in den Abzug, Fingerdisziplin-Ding. Musste man aktivieren. Das geht nicht mit standardmäßig, aber du musstest es quasi in der Software einmal aktivieren. Das war dann für Sicherheitskräfte, die zum Beispiel noch nicht wirklich viel Kontakt mit Waffen hatten, dass dann die Trainer wirklich auch sicher mit denen trainieren können und wissen, wenn die den Finger im Abzug haben beim Ziehen oder so. Und sobald der Finger in den Bereich rein ist, hat die dann gemacht und das war ganz cool. Könnt ihr euch mal angucken im Video. Wir hängen euch das nochmal in die Videobeschreibung mit rein und dann könnt ihr das nochmal angucken. Also das ist tatsächlich ein super, super Trainingsgerät für Trockentraining. Wäre ja witzig, wenn ich das hätte. Ich meine, ich brauche es nicht, aber für einen Anfänger ist das mit Sicherheit ein Feature, was gar nicht schlecht ist. Ja. Wir sehen doch das Problem beim Holstern. Manual. Wenn ich jetzt hier holstern will und den Finger drin habe, dann gibt es ja auch einen Schuss. Ja. Das ist ja schon passiert. Na, da hätte ich jetzt natürlich tatsächlich, wenn ich nicht gut bin, genau das, die Warnung. Ne? Oh, der Finger ist im Abzug. Genau. Dann habe ich von Laser Ammo so Indoor-CQB-Ziele. Das ist so ein Satz, eine große Tasche. Das sind 3 Stück. Die hatte ich jetzt auch zur Polizeischulung mit. Alle waren begeistert. Das Ding kann ich programmieren, wie viel Schuss ich in die Brust setze, Kopf und Hüfte. Die kommunizieren miteinander, völlig irre. Das ist so ein Ding, wo ich sagen muss, wie gesagt, die kommunizieren miteinander. Dann hast du auch so Indicator, rot für Schießen, grün für Nicht-Schießen. Oder wenn ich will, umgekehrt, kann ich alles selber programmieren. Ja. Mit so wenig Arbeit kann ich so viel Effekt erzielen. Auch von Laser Ammo. Das freut mich besonders. Ist eine deutsche Entwicklung, Wespe. Ein Freund von mir hat das Ding entwickelt, also so 2 Brüder. Und dann haben sie mir das geschickt und da muss ich sagen, das Gerät, Freunde von mir finden, wie heißt das Ding noch? Blackbeard? Ja, finden sie gut. Finde ich auch nicht schlecht. Also kann ich nicht sagen, kauft das nicht, ist scheiße. Aber hier kann ich sagen, das Hammergerät an diesem Gerät, schnell Verschluss raus, den rein. Und das ganze System funktioniert über Abzüge. Das würde ich gerne gleich nochmal extra zeigen. Das heißt, ich stecke einfach rein. Hinter den Abzug kommt diese Druckplatte. Ja. Und das heißt, ich kann mir einstellen, wie viel Widerstand ich haben will. Und zwar nicht jetzt irgendeine Softwarelösung, sondern ganz einfach physikalisch, welche Druckplatte nehme ich. Dann habe ich die auch gleich überredet, jedenfalls die Firma, also nicht Laser Ammo, sondern hier die ursprüngliche Firma. Dieser Abzugswiderstand, den kann ich natürlich für jedes AR nehmen zum Training. Einfach Trockentraining zum Klicken. Ja. Ich hoffe, er hat es umgesetzt, weil das ist so ein Ding, was es ja auf der ganzen Welt nicht gibt. Ne? Du fängst jetzt an und immer diese kalte Bewegung. Ja. Nein, da gibt es wirklich einen Klick. Ist gar nicht gewollt, aber beim Training kam dann raus, Mensch, das brauche ich ja auch dafür. Ja. Also der Abzug, der hierzu gehört, oder die Abzugsplatte, die ich einfach hinter den Abzug setze, alles ist einfach. Ja. Ich brauche nicht irgendein Kabel verlegen. SEAT hatte mal so einen Bolt, den habe ich gehabt, der hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Da musste man justieren. Hier braucht man nichts justieren, einfach reinklatschen, dicht machen und man geht ins Training. Nach dem Training das Ding raus, scharfen Verschluss wieder rein, sie ist einsatzbereit. Ja. Mit ganz, ganz wenig Arbeit, so viel Effekt. Ja. Aber das Kabel für die Druckplatte ist immer noch da, ne? Weil genau. Wir haben den auch mal auf dem Kanal vorgestellt, als er noch bei der Wespe war, also nicht unter Laser Ammo, sondern wo es noch ein Eigenprodukt war. Und ich fand den auch super cool. Ja. Wir haben auch den Blackbeard vorgestellt, die haben natürlich beide ihre Vor- und Nachteile, das ist ganz klar. Ja. Der ist halt gewichtstechnisch und leistungstechnisch und vor allem auch deutsches Produkt unterstützen. Ja. Ganz klar. Und das Kabel geht auf direkten Wege, direkt zum Abzug. Genau. Ich brauche da nichts innen verlegen, reinstöpseln und ich kann sofort drin. Und jetzt noch ein
großes Manko, warum der auch tatsächlich universeller ist. Der Blackbeard ging nur für bestimmte Abzüge. Ich habe einen Blackbeard, ich musste da rumfeilen und ich bin wahnsinnig geworden. Und den kriegst du halt mit jedem verdammten Abzug, kannst du den betreiben. Und das ist halt... Mit jeder Waffe, ja. Ja, genau. Hier ist auch noch so ein, drückt man entsprechend rein, will ich jetzt nicht erklären, aber das kann man sich auch im Video anschauen. Ja, richtig. Da drückt man rein und dann kann man zum Justieren den schnell nachziehen. Ist ja Das klar. ist ein sehr, sehr cooles Tool auf jeden Fall. Ja. Das ist alles bei. Ja. Also das lohnt sich, das würde ich auf jeden Fall... Flashbolt heißt er jetzt, nicht mehr Vespa. Ja, das unter Lasermo. Ich brauche einen Doktor für die Verpackung. So. Oder Krafttraining. Ne, das ist das, wovon ich gesprochen habe. Den stöpselt man hier ein. Ja. So, und jetzt sieht man schon, da hängt nichts raus. Außenhülsenauswurf, hintersetzen. Ja. Dann haben wir diese Druckplatten, die da drin sind. Das wird jetzt wirklich zu lange sein. Ja, es wird zu lang. Es reicht mir, wenn wir haben es ganz gut in unserem Video erklärt, das kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Klar, natürlich. Gut. Und wenn ihr von der aktuellen Version noch was sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben, dann liefern wir euch das selbstverständlich nach. Wir wollen jetzt hier nicht als faul erscheinen, sondern es geht einfach darum, wir haben hier noch eine große andere Menge an Ausrüstung, die wir zeigen wollen und es soll ja auch nicht den Rahmen sprengen. Von mir große Empfehlung. Ja, von mir auch. Gut. Check. Dann, haben wir Trockentraining auch, denke ich, im Kasten. Zum Ablegen können wir beim Helm anfangen. Wenn du möchtest. Ja. Dann. So, mein Helm. Schubert! Ja, muss ich sagen, deutsches Produkt. Ja. Von der Qualität brauchen wir gar nicht überreden. Und Preis-Leistung. Alter, Respekt. Wirklich. Du kennst dich nicht so gut aus da in dem Sektor, das ist so eher mein Ding, aber der ist preis-leistungstechnisch echt weit vorne. Ja. Ich benutze jetzt, das war gleich in der Anfangsphase, habe ich meinen Schubert, den Vorgänger, also den Prototyp habe ich benutzt. Der Prototyp war schon in einer Qualität, wo ich sagen muss, wow. Wenn ich ich hatte den Obscore auch jahrelang, ich habe auch gedacht, dass er echt gut ist. Bis zu dem Moment, wo ich den auf hatte. Und danach habe ich ihn weggelegt. Na, allein schon die Riemenführung. Die Riemenführung ist Gamechanger. Ja, ich habe jetzt hier mal mein Headset. Ich habe du weißt wieder, wie das heißt. Die Peltor, die Obscore Rex sind das. Ja. Na, damit wird der Helm natürlich erstmal noch mal zusätzlich stabilisiert, was sehr gut ist. Und, aber nicht nur das, es ist auch bequem. Wenn ich ihn aufsetze, kurz rauf, dann klatsche ich es ran, hau meinen Peltor, meinen PTT, aktiviere ich. Dann habe ich mein Gegengewicht. Das ist jetzt, da habe ich noch nichts Perfektes gefunden. Aber ich meinte, der Milad von Schubert sagte auch, sie sind dabei, was zu entwickeln, was dann auch da hinten drauf kommt. Ja, ich habe gesagt, da ist ja schon eine Pika hinten. So, jetzt wäre es natürlich zweckmäßig, dass wir eine Box dort dran bauen, die schön dicht am Helm ist. Das war jetzt nicht meine Idee, das ist so logisch, da sind sie selber drauf gekommen. Aber ich habe halt ein bisschen rumgenörgelt. Dann wäre es natürlich ein Wegklick-Konzept. Die sind dran. Was man hier sieht, die ganzen Rails, die haben auch eine Kabelführung. Das heißt, man kommt viel weniger durcheinander. Man muss da nicht rumtapen oder antüdeln oder Kabelstraps. Von sich aus ist das vorgesehen, dass man es reinsetzen kann. Wie gesagt, ich habe meine Kommunikation. In dieser Konfiguration nutze ich das jetzt so, ich denke mal 3/4 Jahr. Super zufrieden mit. Und was hier auch neu ist, was wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Videos schon auf der Infostec 2025 gezeigt worden ist, aber für uns ganz neu, auch dieses Jahr schon im Dezember 24 ist das Helmcover. Ja, und das ist auch ein Gamechanger, finde ich. Ja, weil du einfach nicht irgendwie festtüddeln, glätt irgendwas, sondern du steckst das in dieselben Halterungen, wo auch die Kabelführung ist, verlierst nicht mal die Kabelführung dadurch, denn die Clips bieten das nach wie vor. Also du kannst immer noch deine Kabel und es geht super schnell. Sehr, sehr cool gelöst, muss ich sagen. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja. Wenn wir jetzt oben sehen, ich habe da Hetman Glue Tube. Ja, Glow Tube. Ja. Das ist eine uralte Sache, funktioniert gut. Das werden wir oder haben wir ja schon auf den Videos gesehen. Das ist aber nicht die Bundeswehr-Version. Ich habe die mit der AAA, ganz einfach. Da habe ich auch einen kleinen Verbesserungsvorschlag weitergegeben, will ich jetzt gar nicht eher drauf eingehen. Was halt ist, wenn das Ding die ganze Zeit blinkt und ich sehe das nicht, weil ich halt Tagtraining mache, ich muss halt dran denken, Ersatzbatterie. Meine ganzen Ersatzbatterien habe ich in den oberen Fach hinten. Für alles, was ich habe, Funkgeräte, meine ganzen Aimpoint, Laser, mindestens einen Satz führe ich immer mit. Man weiß nie, wann sie leer ist. Aber oben, hier habe ich jetzt meine PVS 14. Ja, ich gehe ran, ich habe hier die PVS 14 gesichert
und ich klappe sie einfach runter. Was man sieht, wenn ich jetzt arbeite, ich kann jetzt hier anschalten, einmal auf nur an, setze ich sie an, oder ich gehe hin, an und eher Hilfsbeleuchtung. So, ich lasse jetzt aus. Wenn ich jetzt arbeite, ganz normal, zum Beispiel wie im Video, wäre das taktisch nicht unklug. Ich gehe vor mit meinem Sturmgewehr, habe eingestellt auf IR-Laser, ich gehe vor und kann mit dem Auge kämpfen, mit meinem IR-Laser. Ich schaue hier, wenn Licht schnell angeht, haue ich schnell die Schulterstütze hoch und schieße mit dem rechten Auge blank mit dem Hauptkampfvisier, mit dem Aimpoint. Genau. In Polen habt ihr alle das DT-AMS von Actim Black gehabt, das neue Dual-Tube-Nachtsichtgerät. Auch damit ist es natürlich super einfach zu realisieren, weil du eine Seite hochklappen kannst. Super einfach. Und das neue Feature, was mir auch neu war, ist uns komplett entgangen auf der SHOT Show, ist, dass du eine Tube komplett abnehmen kannst und dann auch so ein Modul hast, um es als Mono zu benutzen oder auf die Waffe zu bauen. Habe ich schon gesagt im Sniper Day and Night, dass wir das nochmal separat reviewen werden. Bedeutet, das gibt es entweder jetzt schon auf unserem Kanal oder es kommt demnächst. Also ihr werdet auf jeden Fall nochmal alle Details zu diesem Dual-Tube-Nachtsichtgerät bekommen. Ja. Nehmen wir an, ich bin in der Verteidigung. Ich kann das ja auch als Doppelbrücke machen. Ja. Aber auch jetzt hier, wenn ich jetzt in der Verteidigung wäre, nehme ich einfach runter, habe das habe ich ja schon gezeigt, an der Waffe und dann haue ich die Biff-Brille als Nachsatz einfach auf die Waffe und kann so schießen wie immer. Ja. Der Vorteil, wenn ich das so regel, ist, ich bin halt passiv. Ja. Na, wenn ich jetzt arbeite mit meinem ER-Laser, das was aktiv ist. Das heißt, der Gegner kann mich natürlich auch aufklären. Klar. Deswegen gibt es von den Lasertechniken einmal einen temporären Laser. Ich gehe vor, sehe den, kurz Licht an, also Laser an, dann schieße ich und mache gleich wieder aus. Wenn ich zum Beispiel einen technisch hochgerüsteten Gegner habe, dann muss ich temporär arbeiten. Ja. Wenn ich einen technisch nicht so versierten Gegner habe, dann kann ich mit Dauerlaser arbeiten. Das ist aber Sache in der Einsatzvorbereitung, dass man auswertet, was für einen Gegner habe ich, was kann ich machen. Das Einfache ist natürlich mit einem Dauerlaser zu arbeiten. Ja. Check. So, ich denke mal, jetzt kann ich mich mal losstöpseln. Du kannst auf jeden Fall ein bisschen losstöpseln, ja. So. Hervorragend. Mein Plattenträger. Früher hat man alles ran gemacht, was ran geht. Heute geht es in die andere Tendenz. Ich werte aus, was ich nicht brauche. Was brauche ich? Ich brauche für Kommunikation PTT. Dieses alte Ding ist immer noch aktuell. Was ich anders mache, ist, da ist ja normalerweise eine Klammer. Das werde ich Ihnen auch nochmal sagen. Die Klammer ist schlecht. Ne? Das Ding wackelt rum, gibst die Chance, irgendwo hängen zu bleiben, bleibst du hängen. Das ist das Erste, was ich abschraube. Und ich fixiere das alles mit Kabelstraps. Ich habe auch eine spezielle Zange, so eine 16,50 € Zange, sodass man schön anziehen kann. Ich gehe kein Risiko ein. Ne? Ich habe dir gesagt, Kabel, gibt es die Chance, reißen wir sie ab. Ich habe das Ding überall so gesichert. Ich führe das hier innen bis hin, wenn ich nichts habe, in meine Tasche. Da ist jetzt, ne, gerade wenn ich jetzt normales Training mache, mal ohne Helm oder was auch immer, habe ich das hinten verstaut. Dann natürlich hier 3 Magazine griffig. Für mich ist das die Magazintasche 1. Ne, die ist auch so erstmal nicht gesichert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Fast-Routen bin, na, dann kann ich mal hängen bleiben und weg ist mein Magazin. Was ich mache, ich habe jetzt hier trotzdem noch meine Gummisicherung. Die habe ich halt so verstaut, dass sie mich nicht stört. Denn die 1 ist das, was ich haben will. Ihr seht, die Magazine sind verkehrt rum. Verkehrt rum heißt für mich, sie sind leer. Es gibt 2 verkehrt rum. Manchmal mache ich das so, wenn ich aber sandiges Gelände habe, dann gehe ich einfach auch immer sicher. Und wenn sie gefüllt sind, stecke ich alle so rum rein. Ja, also verkehrt rum, von der Haptik, ich greife zu, fühlt sich komisch an, leer. Check. Oder nicht ganz voll. Na, wie man das macht, man kann sagen, nur wenn sie ganz leer sind oder 50% und dann sind sie halt andersrum. Das wäre jetzt simuliert voll. Was hier jetzt ist das neue Kampfmesser. Das ist ein sogenanntes Mag Knife. Das heißt, wenn wir jetzt im Zweikampf sind, ja, dann gehe ich hin, kurzer Weg, ich könnte hiermit zustechen. Oder du blockierst diesen Arm, dann kann ich auch mit der anderen Hand, zack, und steche dann rein. Ist also eine Sache, die sehr, sehr schnell zu machen geht. Ich komme ran, einige haben das Messer hinten, aber wenn ich jetzt wirklich im Nahkampf bin, da komme ich ja nicht ran. Ne, hier kann ich greifen, von hier kurz abrutschen und dann bin ich drin. Das ist so eine Sache, die ist ganz neu, die hat auch nur Nextorch. Das war so eine Sache, habe ich viel Wert drauf gelegt, weil
in einer Situation, ich bin überhaupt kein Messerfan, ne? Ich habe auch Messerkampf, da gibt es viel bessere Ausbilder, die mir das auch mal gezeigt haben. Ich bin immer noch kein Messerkämpfer. Er hat mir das beigebracht, ich habe natürlich trainiert, aber ich bin niemals auf den Level, dass ich Messerkampf ausbilde. Nichtsdestotrotz, ich als Ausbilder muss natürlich Messerkampf lernen, damit ich argumentieren kann, warum wir mit der Schusswaffe arbeiten, wie wir arbeiten. So, das Ding ist gebaut. Ich kann natürlich stechen, egal wie rum sie ist. Nichtsdestotrotz ist es gebaut und das sieht man, diese Klingenführung. Erkennst du die wieder? Gib mir bitte. Erinnert mich ein bisschen an so einen Piratensäbel, so ein bisschen. Nee. Muss ich jetzt zugeben, ich habe ein bisschen den... Bitte? Nee. Jim Wagner. Okay, Jim Wagner hat ein Ding gebaut. Ich habe gedacht, das ist gar nichts. Ich habe natürlich auch eher Holz trainiert. Unser Kampfmesser der Bundeswehr, das Kampfmesser 2000, das habe ich im Vergleich genommen. Dann habe ich das Wagner-Messer genommen. Und dann habe ich hier meine Holzkampf-Messerpuppe zerhackt ohne Ende. So, das ist mein Anspruch für dieses Messer auch. Wir haben dann die Erprobung gemacht. Ich habe da auch ein Video gemacht, wo dann hier wie Holz hacken. Heißt aber, wenn du jetzt dran bist und ich gehe nur in deinen Führarm rein, da bin ich ja locker bis zum Knochen durch. Und natürlich das Zustechen. Zustechen ist es egal, wie man es hält. Wenn ich jetzt so kämpfe und ich habe die falsche Seite, dann macht das auch Verletzung. Leute, aerodynamisch? Ja, aber es ist natürlich, die Seite ist stumpf, die Seite ist scharf. Also wenn ich Zeit habe, wird es gedreht. Wenn ich keine Zeit habe, wird es nicht gedreht. Ja. Gehört auch zur German Line übrigens. MacKnife, weil ich habe meine ganz normale Magazintasche 1 oder eine Einzelmagazintasche, so muss ich sagen. Ich kann meine Klappe ganz normal bedienen, denn die Scheide hat beide Seiten Klett und Flausch. Das heißt, ich setze sie einfach rein und ich habe sie da, wo ich sie im absoluten Notfall auch nutzen kann. Was habe ich noch? Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe 2. Das macht eigentlich so keinen Sinn. Das liegt einfach daran, wenn ich als Soldat unterwegs bin, habe ich tatsächlich als Fallschirmjäger mittlerweile keine Pistole mehr. Das heißt, ich nutze meinen Plattenträger für den Raumkampf. Das heißt, auch hier muss ich eine Lampe griffig haben. Ich baue sie aber nicht jedes Mal ab. Ja. Wenn ich also jetzt full equipped unterwegs bin, dann greife ich einfach an mein Battlebelt, habe die gleiche Funzel. Dann sieht man mit Pistole, na, man kann sich hier alles hier vorbauen, wird aber dann eng, wenn ich wirklich dynamisch kämpfen will. Heißt, ich gehe einfach ran, greife runter und habe mein Magazin. Das offene ist auch hier mein Pistolenmagazin 1, das geschlossene ist dann die 2 und das nächste ist dann hier die 3. Ich habe hier 3, 1 in der Kanone und dann habe ich noch ein weiteres im Dump-Pouch drin. Was ich jetzt nicht gefüllt habe, ist meine Funkgerätetasche. Da war dann auch die Frage, ich weiß gar nicht, wer mich gefragt hat, Max glaube ich. Ja, die Antenne, die ist noch lang. Ja, meine ist lang. Die zeigt aber nach hinten, hinter der Schulter hoch. Ich kann sie theoretisch auch einknicken, aber die Reichweite verringert sich natürlich. Ja. So, ich bin Führer, das heißt, ich muss Verbindung haben zu meinem Objektführer oder zu meinem Zugführer, wie auch immer. Wenn die Verbindung nicht steht, wird alles eng. Deswegen, ich habe meine Antenne lang, die stört mich auch nicht, die endet ja hier oben. Ja. Deswegen, ich lasse sie lang. Dann natürlich ganz klar Dump-Pouch. Ja. So, Dump-Pouch, ich habe noch eine Dump-Pouch, habe ich aber begründet, wenn ich jetzt ohne Pistole arbeite. Diese Dump-Pouch, Dump-Pouch ist wirklich nicht nur für mich ein Abwurfsack für Magazine. Zum Beispiel habe ich da könnte ich da Irritationskörper, Rauchkörper, da ist alles drin. Ja. Zusätzliche Magazine ist für mich eine unabdingbare Sache mittlerweile. So, vorne, der ganze Belt ist vorgesehen von vornherein schon und zertifiziert auch fürs Abseilen. Man sieht hier bei mir vielleicht ein bisschen, ich habe hier meine Abseilvorrichtung. Wenn ich also Trockentraining mache, ich habe einmal das System Attack. Ich habe auch noch andere zum Training. Ich arbeite hier auch mit einem Abseilachter, immer noch oldschool. Dann kletter ich da kurz hoch, fahre zur Hälfte runter, mache meine Drills, Tab Rack. Ich habe hier normalerweise eine Schnur, die kombiniere ich mit meiner Viral. Habe ich ein Moving Target hier. Ja, und dann mache ich meine Handhabung, Füße dort ran, gehe in meine Anschläge, trainiere an meiner Kanone. Manchmal auch kopfüber. War ganz witzig, meine Frau, Hermann, wo bist du? Ich hänge nur rum. Hängen in den Seilen ein bisschen heute. Nee, ich habe gesagt, ich hänge nur rum und dann kam sie hoch, guckt dann, wo ich bin und hat sich ein bisschen erschreckt, weil Fadi hing dann da mit dem Schädel nach unten.
Ist das wirklich wichtig? So wichtig ist es nicht, aber es natürlich macht mein Trockentraining ein bisschen spannender. Ja. Meine Ausrüstung ist dafür vorgesehen, von vornherein. Ich habe nur jetzt hier anschnallbar meinen Sitzgurt. Ja. Ich kombiniere, kann man glaube ich hier sehen, den Karabiner, das wird gekoppelt. Ja. Und dann habe ich meine gesamte Ausrüstung. Wenn ich taktisch am Seil, am Gebäude runtergehe, versuche ich ja, kann wieder ran, ja. Ja. Einfach in den Prusiknoten. Na, dann seile ich mich ja möglichst flach ab, sodass ich nicht gesehen werde. Aber es kann sein, wenn ich jetzt breachen muss, dann habe ich ja meine Sprengladung. Da kann es dann durchaus Sinn machen, dass ich mal mit dem Kopf nach unten rangehe. Oder ich gehe senkrecht und halt so dann die Sprengladung, meine Window Charge. Ja, also das heißt, die Ausrüstung, wir sind früher angefangen, jetzt ist tatsächlich so, da haben wir ja unseren Sitzgurt gehabt unter der Ausrüstung. Dann sind wir wahnsinnig geworden. Irgendwann ist das mal too much, aber wir reden jetzt von 96, muss ich sagen. Dann haben wir angefangen, weil es einfach scheiße ist. Dann haben wir unsere Ausrüstung, was natürlich überhaupt nicht erlaubt war, direkt an den Klettergurt befestigt. Hatten wir ein Brustgeschirr. Letztendlich hat das von MD Textil übrigens, sind auch die einzigen, wo das Klettern, meines Wissens, wo das Abseilen, nicht die Selbstrettung und so weiter zertifiziert ist. Die sind auf jeden Fall zumindest damit angefangen. Ich glaube, kein anderer hat das. Ich bin damit auch aktiv vom 30 Meter Turm runtergegangen. Ich habe da gar keine Probleme. Den vertraue ich zu 100% durch die deutsche Zertifizierung. Ja, meine Rückseite, das könntest du mal unterstützen. Ja, natürlich. Da habe ich unterschiedliche Taschen. Und zwar... Das komplettes MD-Textil-Setup, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und ich habe aber meine Reißverschlüsse gesichert mit so einem kleinen Klett. Das könntest du mal zeigen. Das ist ziemlich smart. Das habe ich auf der Range das erste Mal gesehen. Da habe ich gedacht, verdammt, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und zwar sind das ganz normale YKK-Zipper, die hier mit einem Klett versehen sind einfach. Und dadurch kann ich natürlich beide Zipper, das ja in beide Richtungen aufgeht, miteinander verbinden. Und so kann die Tasche auf gar keinen Fall aufgehen. Und wenn ich sie dann mal aufmachen muss, brauche ich nur hier den Klett auseinanderzuziehen. Und damit ist die Sache geregelt. Guck mal kurz rein da. Soll ich da mal reingucken? Was da drin? So ein Ding hier, so ein Marker. Das ist ein Führer-Kit. Das heißt, ich kann hier ganz einfach mit dem Folienstift auf der Folienstiftseite. Und das Ding ist einfach angeraut mit Lass mich mal gucken. Ja. Na, und das ist angeraut, da kann ich mit Bleistift schreiben. Okay, und da ist natürlich auch das Zubehör. Bleistift. Alles dran natürlich. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gegen den Horizont. Wo gibt's das? Das ist cool. Das gibt es bei Rosi, habe ich selber gebaut. Ich habe das damals bei der britischen Armee gesehen. Bei denen war das in den Munitionsboxen drin. Die Idee war so klasse. Aber aus was für einem Material hast du das genommen, um das zu bauen? Plexiglas, glaube ich. Und hast es einfach angeraut auf der einen Seite? Ja. Cool. Ja. Ja, also Plexiglas, glatte Seite, anrauen, bisschen Löcher reinbohren. Cooles Bastelprojekt über Weihnachten. Ja, genau. Perfekt. Was Ja. da noch Und drin? da ist noch eine Batterie drin und dein Kabel. Genau. Das war's. Und je nach Auftrag, den ich habe, das ist jetzt meine Standardausstattung. Je nach Soll ich unten auch mal reingucken? Ja, bitte. Oh ja, das sieht schon umfangreicher Ja, aus. ja, genau. Da ist jede Menge Zeug drin, nämlich Schnur. Schnur kann man nie genug haben. Richtig. Never go out without Schnur. Ja, richtig. Sind Keile? Was ist das? Das sind Keile von Guckst du so lange? Ich gucke, was hier noch drin ist, während du guckst. Von wem ist die Wespe? 2W. 2W, ja. Ja, und die bauen die auch. Die gibt es auch in Rot. Warte mal, ich mache mal so, dass es hier nicht runterfällt. So, Schnur. Na, und das heißt, die Keile, die trenne ich. Gib mir mal, dass man es gut sehen kann. Ja, die kann man trennen. Ja, die sind zusammengedreht einfach. Genau, einfach, dass ich einen kleinen Block habe. Ja. Und die haue ich dann, wenn ich jetzt... Ein Türstopper quasi. Genau, ne, wenn ich irgendwo drin bin und ich will meinen Rücken ein bisschen schützen, hammer ich das rein. Ist eine ganz, ganz einfache Sache. Sehr cool. Ja. Link kommt auch in die Videobeschreibung mit rein. Dann haben wir hier ein Tütchen Achso, mit... eine Anmerkung. Ich habe sie jetzt in schwarz, die gibt es auch in rot. Jetzt hat der Plattenträger gesagt, ich bin müde. Ja. Du bleibst so lange stehen, wie wir dich brauchen, lieber Kollege. Okay? Ja. So. Okay. Dann war da mit drin hier so ein Beutelchen mit Werkzeug. Na, ich muss Torx. Genau, Laserlichtmodul muss ich justieren. Das heißt, das, was ich wirklich draußen brauche, in Kürze habe ich da reingeschmissen. Ja. Aber so wenig wie irgend geht. Ja. Die Plastiktüte ist übrigens auch MD-Textil, ganz wichtig. Stimmt das wirklich? Ja, ist wirklich so. Hier, ich zeig's in die Kamera. Ist eine Plastiktüte. Ja, Marcel, der Rosi nutzt alles. Alles sustainable. Ich bin nur kein Grüner, aber ich bin in der Beziehung schon ein bisschen nachhaltig. Ja, dann ist da drin ein orangenes Signalpanel. Genau. Farbe orange. Na, und da ist wichtig, man
macht das dann pro Einheit eine Farbe, irgendwas Erkennbares. Wir haben es natürlich, weil wir viel mit Hubschraubern arbeiten, ne, den Einwinker, dass er das deutlich findet. Das kann das aber sein, dass der nächste eine andere Farbe hat, ne, dass die Hubschrauber wissen, was ist meine Gruppe oder der Trupp, welchen muss ich aufnehmen. Ja. Und natürlich auch immer ganz wichtig, Tape. Tape darf nie fehlen. Bei den Tape muss ich nochmal sagen, das Tape ist ganz normales Tape. Das Innenteil habe ich rausgenommen, habe das zusammengeklebt. Das hält trotzdem noch locker ein Jahr und vom Volumen habe ich gar nicht verbrannt. Ja. Du kannst es auch wirklich, das mache ich auch immer, du kannst die wirklich auch abrollen, auf sich selbst wieder aufrollen, dann kleben die auch noch gut. Genau. Ja. Ups. Ja, klebt immer noch. Klebt immer noch. So, noch mehr Schnur. Das ist wahrscheinlich das dritte Bündel gewesen einfach. Ja, ich brauche eigentlich zweimal mindestens. Ja, es sind dreimal. Ja, ich insgesamt. weiß. Zweimal mindestens, 2x5 Meter. Das ist auch eine ganz witzige Sache. Da schimpfe ich ein bisschen mit dir, weil das so ein Billo-Band ist. Da musst du echt 3M nehmen, die sind wirklich nochmal besser. Du wirst dich ärgern, weil es einfach, die werden sehr schnell porös und so. Also ich weiß, aber wenn die Marke für dich funktioniert, will ich dich nicht kritisieren. Na, ich habe das auch festgemacht, wenn ich es brauche, am Karabiner und dann reiße ich mir das einfach stumpf runter. Ja, gibt mir sicher. Ich sag nur, weil wir hatten da auch jetzt ein paar günstige gekauft und die waren Katastrophe, wirklich. Du hast denn da gestanden, Zeit verloren und die 3M sind einfach... Das nächste Mal checkst du mich, ob ich das umgesetzt habe, ansonsten bin ich eine Wurst. Alles klar, gut. Und dann, wie du schon gesagt hast, Batterien für all deine Systeme. Genau. Ne? Wieder in einer Tüte von Marcel, MD Textil. Hervorragend. Aus Versehen. Aus Versehen. Gut. Check. Rechts und links davon flankiert sind die Flashbang-Pouches von auch MD Textil. Und die haben ein Feature, dass man quasi, wenn man die Lasche öffnet hier, die Bang auch rausziehen kann. Das ist natürlich ganz cool. Das ist vor allem auch mit hier so einem Fädler aus Polymer, dass die lautlos geöffnet werden können. Das ist ja tatsächlich bei dieser Art von Granaten sinnvoll. Es ist natürlich zum wieder reinstecken ein bisschen umständlicher durch diese Rausziehen-Geschichte, aber das ist ja auch nichts, wo ich was im Einsatz wieder zurückstecke. Genau. Ja, das darf ruhig langsam gehen für die Vorbereitung. Ja. Aber der Vorteil ist halt wirklich leise öffnen und die Bang rausziehen. Ja, cooles Ding. Gut. Du kannst wieder umdrehen. Ja, als Beispiel habe ich euch bei den Dump Pouch gezeigt, Flashbang, einfach nur um zu zeigen, was ich alles reinschmeiße. Ich sage, der Operator braucht eine Flashbang, die er sich selber ziehen kann. Ja. Dafür habe ich diese Tasche, ja, aber das war nur als Beispiel. Gut, ich denke, ach so, eine Kleinigkeit. Hier habe ich jetzt, auch wenn sie nicht mehr hergestellt wird, es kommt demnächst eine neue, das ist die K3T. Stiftlampe von Nextorch. Genau, und die machen aber jetzt eine neue, die wieder German Line, weil da ist ein Feature drin, was kein Mensch braucht, das der Tactical-Modus. Und wenn ich drauf drücke, habe ich Strobe, wenn ich drauf drücke, kommt das nächste. Was für ein Quatsch. Ja. Ne? Und das andere ist Dauerlicht. Was ich wirklich brauche, ist ja nur Hammerlicht. Na, das ist meine Backup-Lampe auch fürs Lowlight-Training. Ja. Kann ich nicht alles mitmachen, aber einiges. Und dann brauche ich eine, wo ich jetzt irgendwo im Versteck ganz wenig Licht habe. Also das wird jetzt für uns umgearbeitet. Super. Wird aber eine German Line sein. Ja, tipptopp. Gut, ich denke mal... Plattenträger und Gürtel haben wir durch. Beim Gürtel können wir vielleicht noch sagen, du bist natürlich ein Supporter vom Marcel, MD Textil, schon seit Anbeginn, arbeitest aber auch mit Black Trident, mit den Holstern zum Teil auch. Ja. Und da haben auch deine Jungs jetzt die Gürtel getragen, da haben wir auch ein paar Aufnahmen für euch hier. Und die sind wirklich auch gut. Die haben wir auf unserem Kanal auch schon im Detail vorgestellt, den neuen Range Belt 2.0. Den kann man sich da auf jeden Fall nochmal anschauen im Detail. Und hier haben wir natürlich das Holster, oder eines der Holster, das ist glaube ich das Tor Level 3, meine ich. Bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mit einer Retention, ne, weil oftmals hat man ja bei Kydex-Holstern gerade immer das Thema, man hat eigentlich keine, oder es gibt sehr, sehr wenig Hersteller, die ein Kydex-Holster anbieten mit einer Sicherheitslösung. Ja, und Black Trident macht das halt. Und hier hast du es auf Safariland, Safariland-Gabel umgerüstet, um dann entsprechend damit arbeiten zu können. Und da ist auch noch eine Besonderheit. Ja. Also bei diesem Modell, das ist jetzt für, wie man sieht, PDP, das ist für Glock, weil ich natürlich mit Masse PDP schieße. Und wir haben diesen Ausschnitt hier oben. Den haben wir, damit ich auch mit meinem Akku schießen kann. Ja. Na, und ich habe das Akku, noch kann ich einigermaßen gerade ausschießen, aber in dem Augenblick, wo ich mit einem Schalldämpfer arbeite, ich habe also auch Schalldämpfer, dann habe ich meine normale Pistole
Ich schraube meinen Schalldämpfer auf die Pistole und könnte jetzt natürlich über den Schalldämpfer rüber wirken. Deswegen ist das von vornherein alle Holster von mir. Ich habe das Akro erstens auf meiner Glock, zweitens aber auch auf der PDP. Ja. Na, je nachdem, welche Waffe ich verwende. Und um nicht durcheinander zu kommen, habe ich einfach diesen Ausschnitt. Check. Das kann manchmal ein bisschen nachteilig sein, ne, beim Holstern. Ne, da kann man sich mal verstecken. Aber ich muss mal sagen, das ist nicht ganz so schlimm. Aber die Option, mit einer Optik zu arbeiten, ist halt da. Ne? Ja. Und auch da muss man ein bisschen richtig machen. Denn das muss ja auch vom Ausschnitt so groß sein, dass ein Akku oder eine andere Optik... Also in Sachen Kydex bin ich der Meinung, ist Black Trident ganz weit vorne. Das ich auch. Und das sagen auch alle Behörden, die ich kenne. Ja. Ich habe jetzt auch eine Menge unterschiedliche Holster getestet. Bei Wolfgang bin ich geblieben. Der hat mir auch nochmal eine schöne Einweisung Ich glaube, es hat gegeben. auch keiner so ein riesen Portfolio an Waffen, die da abdecken können. Ne? Wahnsinn. Ja. Machen natürlich auch für, oder wolltest du noch was sagen? Nee, dazu nur, das habe ich auch nochmal in 308. Mein Plattenträger, jetzt habe ich ihn unten, kann man vielleicht sehen. Da kann ich den vorderen Teil hier abnehmen. Wenn ich jetzt also als Marksman unterwegs bin, dann nehme ich nur dieses vordere Pedal ab, hau meine 308 Magazine rauf. Und da ist das so, meine Magazintasche 1. Da nehme ich dann das in 308. Ja. Ich habe aber auch eine Waffe, sieht man in dem Video Sniper, Marksman-Waffe in 223. Und deswegen habe ich den für meine Version 223. Und das wäre, da bin ich noch am Überlegen, wie ich das anwende. Das wäre natürlich auch eine hervorragende 1. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, Kydex ist natürlich für schnelles Ziehen eine super Sache, aber auch dann sehr spezifisch auf das Waffenmodell Auf jeden Fall, ja. abgestimmt. Ja, auf weil, das Magazin, ja. auch wenn die zweireihigen Pistolenmagazine sich immer mehr ähneln. Ja, also gerade Glock und SIG kann ich jetzt von meiner Seite sagen, das ist schon so nah beieinander, dass man das beides in so eine Kydex reinbekommt. Aber es gibt natürlich dann immer noch mal Ausnahmen. Ja. Und ansonsten haben die inzwischen auch coole Nylon-Magazintaschen, haben wir auch schon bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Definitiv mal reinschauen, packen wir euch mit in die Videobeschreibung zum Checken. Habe ich fast vergessen. Wichtigstes Ding, richtig geil. Ja. Simpel und Gamechanger. Du kennst das, ne? Ja. Wir haben früher gearbeitet mit Gummis, Hosengummis und so weiter. Dann hatte ich davor dann noch welche hier von den Chinesen mit so einem Magnet. In Wirklichkeit haben wir es wieder rausgerissen. Warum ist das so wichtig? Man kann es auch vorne positionieren. Für mich ist das wichtig, wenn ich mit dem Kfz unterwegs bin. Hier ist ein bisschen höher, dass man es gut sehen kann. Ach so, Entschuldigung. Ja, alles gut. Na, einfach hier wird der Gewehrriemen eingeflochten, sodass dass ich mit einziehen ihn wieder rauskriege. Ja. Im Kfz, wenn ich im Kfz sitze, habe ich ja meine Mündung tief. Ich habe manchmal den Gewehrriemen angelegt, da sieht man den hier. Das heißt, ich mache aus den, muss ich kurz mal darstellen, na, ich mache den hier ab, kann den hier anklicken. Ja, das ist ein One Point. Dann habe ich einen Single Point und ich kann ihn abnehmen. So, und so würde ich jetzt zum Beispiel auch im Auto sitzen. Aber das wieder anbringen, na, wenn jetzt ein Verwundeter ist, dann habe ich die Waffe frei. Das ist natürlich viel einfacher, kurz zu ziehen, über den Schädel rüber. Jetzt habe ich einen Verwundeten, kann trotzdem noch arbeiten und hinterherziehen. Das wird hier natürlich ein bisschen schwierig sein. Selbst wenn ich den Single Point positioniert habe, das ist natürlich keine optimale Halterung, um jetzt zu arbeiten. Ich verliere die Kanone nicht, aber da werde ich überall im Sand, in der Erde, die wird da irgendwo rumschlackern, mich vielleicht selber verletzen. Ja. Ne? Und dann brauche ich erstmal die Zeit, um den wieder festzumachen. Das Ding hier gibt es in unterschiedlichen Qualitäten. Jetzt frage mich nicht, von welcher Firma und wo, sondern müsst ihr mal selber suchen oder du findest das für die Krieger. Der Marcel hat das, meine ich, auch von Eratac bei sich im Shop gehabt, weil ich meine, ich habe meins da gekauft. Bin mir ziemlich sicher. Gut, also es gibt es von Eratac, das weiß ich 100%. Klasse. Ob es der Marcel jetzt noch zu dem Zeitpunkt im Shop hat, weiß ich nicht. Aber wenn es Eratac hat, dann wird das natürlich in der hohen Qualität Metall sein. Ja. Es gibt die nämlich auch in Kunststoff. Ja, die sind nicht so gut. Für mich haben zwar ein Metall-Inlay, die Kunststoffdinger, ja, genau. aber sind nicht so gut. Das Problem ist halt, ich nutze das jetzt hier auch aktiv als meine Gewehrriemensicherung. Normalerweise hast du immer 2 Stück. So, auf einen habe ich verzichtet und dann den dran. Ja. Der muss halt an der richtigen Stelle sein, ne? Dass ich auch wirklich, hast du ja gesehen, mit ein bisschen Spannung ihn dann reinfinde. Wenn das Ganze hier rumfuddelt oder an der falschen Stelle ist, dann bringt dir gar nichts. Check. Gut. Ja, was der Rosi noch sagen wollte ist, dieser Sling Keeper ist von Black Trident auch. Also das hat er, glaube ich, vergessen gerade. Das hat er gerade vergessen. Das ist einfach eine Markenschlampe, aber das ist in Ordnung. Ist so. Ja. Na, wenn wir an mein Battlebelt gehen, hier wieder die Magazintasche 1.
2, 3 für mich. Ne, das heißt, wenn ich jetzt meine Waffe fertig lade, nehme ich immer das schlecht zu erreichende. Also den würde ich jetzt nehmen oder aus dem Dump-Pouch. Ja. Dann habe ich hier mein Ersatzmagazin. Ich mache so rum. Andere sagen, ja, aber das ist viel natürlicher. Das ist auch wieder Geschmackssache. Ja, ich mache es zum Beispiel genauso rum. Ja. Aber wie gesagt, ja, Geschmackssache. Ja, aber das kann man nur jedem anraten. Hier drin ist, ein Dump-Pouch darf nicht zu klein sein. Nee. 511 hat auch gute, aber die haben einen so kleinen, da frage ich mich einfach wozu. Ist aber jetzt auch Wurst. Ich habe den aber noch mal gesichert, weil am Anfang bin ich da hängen geblieben. Ja. Sieht man hier mit einer Schnur. Heißer Tipp. Wenn man Nylon hat und man will irgendwas befestigen, auch meine Kampfmittelweste, die habe ich nur nicht hier, die ich für einen grünen Einsatz habe. Löcher rein, bohren, dass das gut hält, nehme ich einen Lötkolben. Hier bitte ich einen Lötkolben rein, dann ist es haltbar. Genau, das habe ich hier gemacht, kurz mit dem Lötkolben durchgängen, muss dann halt ganz schön lange halten. Das ist echt nicht schlecht, die Wärmehaltung. Aber dann bleibe ich halt nicht mehr hängen. Ja. Gehen wir weiter nach hinten. Ich habe einen Tourniquet hier an der Stelle links. Und vielleicht konnte man das sehen. Ich wollte es gerade sagen, am Plattenträger hast du unten noch eins das gehabt. ist jetzt in meinem Regiment vorgeschrieben, dass wir dort unten ein Tourniquet halten müssen. Früher haben wir das ja auf der Schulter getragen. Jetzt kam aber die Erkenntnis, dass wir ja immer mit den 3 Alpha unterwegs sind. So, und das Tourniquet da oben, dann unterm Träger vom Rucksack, das ist natürlich ist Müll. Egal wo ihr es macht, also beziehungsweise wenn ihr da draußen jetzt auch Tourniquet platziert und in der Gruppe unterwegs seid, wichtig ist, dass alle wissen, es gibt einen standardisierten Platz und es ist immer an derselben Stelle. Ja. Ne? Und wir sind ja, das ist ja ein Standard, links. Das heißt, ich habe den auch so positioniert, dass ich links rausziehe. Ja. Na, andersrum kann man den nicht rausziehen. Deswegen immer den Grundsatz links. Ja. Sanität gehört links. Ja. Ich habe auch schon gesehen, dass da zum Teil in den Combat-Shirts hier das reingemacht wird. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Check. So. Und dann kommt noch das MD-Textil IFAC hinten. Genau. Ne? So, wenn man jetzt hier weitergeht, nach hinten weitergeht, dann habe ich hier mein IFAC, auch wieder links. Genau, so kann man es gut sehen. Da habe ich dann links rot markiert. Das heißt, wenn es mich erwischt hat, wird ja mein Helfer rangehen, erstmal meine Klamotten für mich nehmen, weil seine braucht er vielleicht in 5 Minuten für sich. Ja. Na, dann weiß er auch, ich liege jetzt da irgendwo rum, dann tastet er mich ab, findet vielleicht das Tourniquet, links. Das heißt, er weiß schon mal, wie rum er mich drehen kann, zieht das Ding raus und kann mich damit versorgen. Check. So, wenn wir jetzt weiter rumgehen. Dein Black Trident Holster. Genau, mein Holster. Ne, das ist dafür vorgesehen, das benutze ich immer. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon rum. Ja. Was man jetzt hier noch sieht, hier sind überall so Fastex-Verschlüsse. Die habe ich einfach um mein Sitzgurt zu positionieren. Der muss ja nichts halten. Es geht ja nur darum, dass es nicht verrutscht. Na? Check. Und das ist mein Set. Ach so, nee, meine Hosenträger. Ja. Benutze ich erst seit 2 Jahren, glaube ich. Das sind welche. Von Direct Action? Ich weiß das nicht. Ich weiß es. Okay, Direct Action. Ja. Na, was denn sonst? So, da ist das so. Da warten wir drauf, dass der Marcel noch welche macht, ne? Das hoffe ich. Ich hoffe auch. Ja, Marcel, ich würde Hosenträger. gerne deutsche Dinger. So, die kann man unterschiedlich befestigen. Ich habe ihn direkt an den Belt selber, an den Trägerbelt genommen. Ne, das heißt, man kann es natürlich theoretisch auch in das Wolle einflechten. Ja. Aber hier kann man es noch besser sehen. Hat natürlich Probleme, denn irgendwann wird man das mal kaputt reißen, weil da ist ja echt Zug drauf. Ne? Manchmal ist der Plattenträger und dann, wie gesagt, abseilen und dann Hubschrauberklamotten, Dinge tun. Da ist also eine Menge Gewalt drauf. So wie ich es jetzt hier gemacht habe, müssen die halt von mir aus sogar noch länger sein. Das war halt alles, was sie geliefert haben. War ganz schön eng. Ich habe ganz lange rumgefummelt, um das so zu haben. Mittlerweile machen das auch immer mehr. Drückt nirgends, weil es halt flach ist. Hier ist so ein Gummi. Aber da muss ich sagen, das Gummi ist mittlerweile auch schon ganz schön ausgesaugt. Ja. Ne? Ich sehe das auch gar nicht, weil es ist immer stramm. Wozu muss ein Gummi sein? Ja. Weil das Geld kann auf jeden Fall Marcel sparen. Check. So. Wir könnten jetzt den, nee, wir machen gar keinen Cut, wenn wir noch mal beim Plattenträger bleiben. Genau. Ich möchte nur mal ein Beispiel zeigen. Das ist also derselbe Plattenträger, den du auch hast, also auch wieder der Upside-Plattenträger das ist richtig. vom Marcel, nur dass das deine Breacher-Variante ist. Genau. Also ich bilde ja normalerweise keine Breacher aus. Ich mache Flintendrills. Natürlich kann ich sprengen, habe einen Sprengschein. Aber da gibt es auch welche, die wirklich besser sind als ich. Ja. Muss man einfach zugeben. Aber ich muss natürlich das Grundwissen, ich muss auch eine Tür aufsprengen, schießen oder rammen können oder mit einem anderen Tool arbeiten. Was für mich
seit der letzten Enforce-Tech der Hammer ist, damit habe ich ordentlich trainiert, das ist vom Pine Shot. Die Dinger einfach rausziehen. Ich stehe hier, muss schnell meine Flinte laden, einfach runterziehen und nach vorne. Auch intuitiv, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine super klasse Idee. Merkt euch hier Pine Shot, das muss man unbedingt mal gesehen haben. Ja. Das ist ein System, was ich noch nirgendwo nicht mal annähernd gesehen habe. Und ganz klasse, Pine Shot macht auch Dummies mit aus Originalpatronen, ne, verschossene. Das ist nur dieses Plastikding, das wird da einfach reingeschraubt. Wir sehen ja, wie schnell wir die Dummies kaputt machen. Ich habe die teuersten A-Zoom. Und wenn wir meine A-Zoom anguckst, wie ich die geschrottet habe, hier, wenn ich die geschrottet habe, dann zerlege ich die und nehme einfach alte Hülsen und habe wieder das Original. Und ich mache das in der Farbe, welche Munitionsart ich halt habe. Sehr cool. Super, dann kann der auch schon mal weg, ne? Ja. Haben wir den auch durch. Dann, hier habe ich natürlich alles gleich, was ich jetzt seit noch nicht so lange, vielleicht ein Jahr gemacht habe. Mit der Flinte, ich habe nur nicht die perfekte Breacher-Flinte. Ich muss halt gesetzlich eine gewisse Länge halten. Ich habe jetzt hier ganz neu einen Haken. An der Flinte ist eine Öse. Und wenn ich sie brauche, reiße ich einfach zu, kann schießen. Dann hänge ich sie einfach ein und damit sie nicht rumschlappert, habe ich hier meine Magneten. Und dann habe ich sie positioniert, sodass ich genauso gut oder fast genauso gut mit einem Sturmgewehr und Pistole arbeiten kann. Habe ich früher alles anders gemacht, da hatte ich hier so ein Riemengezurre und dann Fastex. Und wenn ich mich schnell wieder auf den Kampf vorbereite, dann finde ich meinen Fastex nicht und der ganze Wahnsinn. Das hier auf jeden Fall Breacher einmal probieren. Vielleicht ist es auch was für euch, vielleicht sagt ihr auch Schwachsinn. Habe ich so einfach hergestellt, das sind die Möbelhaken. Die haben ja so zum Anschrauben so Ösen und die habe ich ganz stumpf mit Paracord befestigt. Sehr gut. Funktioniert wie eine 1. Tipptopp. Für mich passt das gut. Und hinten habe ich natürlich dann, kannst du mal umdrehen? Ja. Hiermit bin ich noch nicht so einverstanden, aber das ist meine Sprengstofftasche. Das heißt, ich habe hier meine Dummies, Stripchart und all sowas. Meine, okay, wollte ich gar nicht aufmachen. Da habe ich so Systeme, mein Strip. Ein bisschen weiter, komm, dass man was reingucken kann. Die Kamera muss mehr sehen. Okay. So. Also wir sehen hier die Strip-Charts und ein paar Rubber-Charts. Die habe ich aus Klett gemacht, weil meine Trainingstüren, Ja. da habe ich schon von vornherein Klett dran gemacht, damit ich halt Drilltraining machen kann. Check. Ne? Drilltraining heißt nicht, dass ich die Ladungsanbringung als Drill, sondern Team-Drill. Ja. Ne? Ich muss es anbringen, schnell wieder runterreißen. Nächster Trupp ist ja wenn ich so ein Gebäude habe wie hier, wenn ich jetzt wirklich jede Tür aufspringen wollte, da muss er ja so viel richtig machen. Im Allgemeinen brauche ich ja nicht viel sprengen. Aber ein Terrorist, der sich jetzt verschanzt hat, da wird einfach die Tür aufgeschnitten. Dafür habe ich das Zeug. Und da bin ich noch nicht sicher, aber ich bin noch nicht richtig glücklich. Hier habe ich jetzt meine Ladung, noch mit Flaschen. Das wird aber jetzt auch nochmal aktuell geändert. Da gab es eine andere Idee. Ich habe aber auf jeden Fall meinen Sprengstoff von den Zündern. Ne? Ja. Die Chuck-Tubes, die ich hier jetzt eingearbeitet habe, das funktioniert so, aber es ist schon riesengroß. Check. Gut, dann würde ich sagen, packen wir den Plattenträger mal beiseite, machen einen kurzen Cut, um hier mal einmal klar Schiff, ein bisschen auseinanderziehen das Ganze. Genau. Und weiter geht's mit ein bisschen einem aufgeräumteren Tisch. Wir hatten ja echt viel Zeug jetzt hier drauf, ne? Aber es ist immer noch viel übrig. Von daher, weiter geht's. Wir bleiben nochmal vom Plattenträger, also von der Second Line, nennst du es, ne? Genau. Second Line, zur First Line der Bekleidung. Auch wenn First Line eher so Belt und sowas? Nee, also ursprünglich ist die First Line die Bekleidung. Ja, wollte ich gerade sagen, so kenne ich es nämlich auch. Und wir nennen das die First Line, wenn wir jetzt auf dem Schießplatz sind, Battle Belt. Genau, deswegen war ich jetzt gerade verunsichert, weil ich nenne auch die First Line ist bei mir die Bekleidung. Gut, ja, haben wir einmal hier Schuhe von Akku bekommen. Die hast du, ich schwärme ja schon immer von Akku, das wissen unsere Zuschauer. Und habe dir gesagt, Rosi, ich will mal, dass du mal die Akku austestest. Ne? Und deswegen haben wir das erste Mal jetzt hier die Pilgrim Special Forces TCS für euch organisiert. Die hattest du, der Peter und der Hajo. Der Hajo war mega begeistert. Der hat gesagt, bester Schuh, ich bin da auch durch die Wiese und alles trocken geblieben. Er fand es super cool. Du bist da mit einem Urteil immer noch mal ein bisschen zurückhaltender. Na, nicht, dass du jetzt irgendwas schlecht findest oder so, sondern du willst dir wirklich 1000%ig sicher sein. Ja. Und du hast natürlich auch nicht nur, du sprichst ja nicht nur Plattdeutsch, weil du hier aus der Kante kommst, sondern du hast auch Plattfüße.
bisschen? Nee, ich habe Senkfuß. Senkfuß, Das okay. ist was ganz anderes. Entschuldigung, Und Spreizfuß. Spreizfuß. Das gehört meist zusammen. Also breite Füße hat er, will er damit ja. sagen. Im vorderen Bereich, das ist eigentlich mein Problem. Ja, deswegen, ich habe die jetzt erstmal so verwendet, wie sie sind. Nach dem Video wird das aber geändert. Ich habe meine Stiefel immer hier gerade gebunden, sodass wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Also keine X-Schnürung, sondern einfach Genau. hier gerade hoch, Ja, 2 Stück so und erst sind- dann geixt hier Ist oben. bei mir immer so. Ja, Ne, das macht die Sache ein bisschen bequemer. Ich habe es aber erstmal so gelassen, wie es ist. Ich wollte gleich mit rumfuschen. Sie waren gut, da Ja. kann ich nichts anderes zu sagen. Also jetzt schon, aber ich bin mir ziemlich sicher. Die coolen Features hatten wir aber schon im Video Ja. gesagt, ne, ist genau das, was du gerade machst. Schnürsenkel verstauen, ja. Ja, einfach, dass man nicht hängen bleibt. Ne? Ja. Und natürlich Also- auch super bequem, schnell anziehen. Denke auch. Da bleibst du auf jeden Fall bitte weiter dran, Ja, ne, ja. testen. Und wir haben es ja auch schon im anderen Video angeteasert bei der Ausrüstung für Day-Night Sniper, dass die gerade dran sind, extrem coole zertifizierte Stiefel zu entwickeln, womit sie wahrscheinlich auch Richtung Bundeswehr mal schießen wollen. Ja. Was ich gesehen habe, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ne? Und die Briten schwören ja eh drauf auf die Akkus. Ich werde weiter damit trainieren, Ja. auch dienstlich. Und bei unserem letzten Video, da kann ich jetzt schon mal eine Aussage treffen. Ja, Gut. sehr gut. Alrighty. Dann gehen wir weiter zur Bekleidung. Du hast als Base Layer, also beziehungsweise Kampfbekleidung, bist du mit 511 schon lange unterwegs. Ja. Da haben wir auch bei deinen anderen Teilnehmern alle Variationen gesehen, die es Ja. aktuell gibt. Ne? Jede Generation bist du zufrieden mit, da gibt es nichts dran zu meckern, die sind haltbar, die Sachen. Ne? Ich habe jetzt hier die Desert Version. Ich hoffe, wir kriegen sie auch irgendwann in grün. Das weiß ich nicht. Super bequem, Ja. super schnell trocknend. Für die Sniperei habe ich natürlich die mit dem Knieschutz, weil da kriegt man Ja. auf Knie ein bisschen mehr rum. Wobei das natürlich für alles gut ist. Die Idee von dieser Büchse ist natürlich schnell trocknend und super leicht. Ja. Und Combat Shirt, da kann man ja nicht so viel falsch machen. Ne? Also das ist ein Combat Shirt. Ja, ich würde dir jetzt widersprechen als Nylon-Experte, aber Ja, da habe ich keine Ahnung. ja, aber Ich mief nicht, wenn ich reinschwitze. das ist tatsächlich eines der wichtigsten Ja, Features. Und Feuchtigkeit wird abgetragen, so wie es das gehört. Also, okay, man kann was falsch machen, aber damit bin ich super zufrieden. Super, cool. Ja, natürlich haben wir auch mit Jacken getragen. Ja? Da hat uns Carinthia freundlicherweise unterstützt. Und Da zwar, muss ich sagen, war ich eher skeptisch. Ich bin ja so ein sleeker Mensch. ja, Und als ich die getragen habe, ich habe keine Ahnung, was das Ding kostet. Hammer. Ja. Also, was kostet was? ich sage das jetzt nicht, weil Dann fange ich an zu trinken. ja. Nein, Aber- man muss ja auch dazu sagen, diese Videos sind ja für immer im Internet. Ne? Wenn Hast wir du jetzt recht. sagen, die Kostet kostet 200 €, dann kostet die vielleicht, wenn das nächste Mal jemand guckt, aufgrund der Inflation 8.000. Du hast Ja. gesagt, die Jacken sind okay, nur Rubel wären blöd, ne? So war's. Ja. Nee, also, Yen ist auch nicht gut. gut. Also immer noch Euro. Auf jeden Fall dieses hier. Wir hatten es nun sehr, sehr kalt da draußen. Ne? Also wir hatten dann Das auch war ein wirklich bisschen kalt. die Minusgrade. Dafür war die Jacke für die Sniperei zu dünn. Ja. Da habe ich dann eine zweite Jacke angehabt. Ist aber auch nicht die Intention gewesen. Natürlich nicht, ist mir völlig klar. Aber wo wir das ganze Assaulten gemacht haben, Ja. eine Hammerjacke. Ja. Also muss ich wirklich sagen, als diesen Kompromiss, klasse. Also Hajo und Peter hatten die TLG von Carinthia. Das hier ist jetzt die Softshell-Jacke Spezialkräfte, also tatsächlich auch für die Spezialkräfte entwickelt. Der Unterschied ist, sie hat hier nochmal ein bisschen Verstärkung im Schulterbereich, ja, und ist natürlich auch mal vom Softshell-Material nochmal einen Ticken besser als die TLG und im Rücken hier mit G-Loft natürlich ausgearbeitet. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt, diese Jacke kann man auch perfekt im Winter über dem Combat-Shirt unterm Plattenträger Na tragen. klar, Ja. so habe ich es ja auch verwendet, Exakt, ja. wo es dann besonders kalt war. Ja. Nee, total klasse. Auch die Innentaschen und diese ganze Konvo. Das Ding ist durchdacht. Definitiv, Ja. ja. Ich habe die TLG in Woodland gehabt und ich war auch sehr zufrieden. Kann man nichts sagen. Ich war echt überrascht, weil die ja wirklich sehr, sehr dünn waren. Und ich habe dann auch gedacht, okay, Carinthia hat die ECIG und die HIC und die MIG und die LIC, also die ganzen Wärmekälte, das sind quasi die Sleeker-Pendants von Carinthia, dass du Okay. auch mal weißt, Ja. was ich meine. Ja, Das sind in verschiedene Wärmestaffelungen. Im ja. Nachhinein habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, dass wir das in Multicam genommen haben, weil die ist so gut, die hätte ich natürlich auch zivil in grün tragen Ja. können, ne? Aber so laufe ich natürlich nicht rum. Liebe Carinthia, wir brauchen noch eine In Softshell grün. Spezialkräfte in grün. Ja, genau. Vielen lieben Dank. Ja, wir werden sehen, was Die wir ist echt machen klasse. können. Gut, ja, dann haben wir die Grundbekleidung, dann haben wir noch ein bisschen Schutzbekleidung hier. Gut. Wenn ich im Combat-Training bin, immer Handschuhe tragen. Immer.
Na, das ist grundlegend. Was ich halt mache, da müssen die durch. Ich nähe mir aus so Meterware meine Handschlaufen. So, das heißt, Das sind doch die Bundeswehr-Hosengummis, oder? Nö, Das ist Meterware? Ja. Müsst ihr mal gucken, hier Amazon, ganz wenig. Ja. So, und ich gehe einfach rüber, schnall die rüber, ich kann arbeiten und gerade bei der Nacht beim Abkleben oder Aufmunitionieren, dann legt man die irgendwo hin und sind, Ja, weg. sind sie weg. Und wie bei den Gürteln Oder auch früher, an Karabiner hängen, ist eigentlich blöd. Ne? nein, du fängst wieder an zu suchen. Ja. Da stört es überhaupt nicht, ich kann abkleben, ich verliere sie nicht, dann gehe ich kurz Das ist wieder echt rein. ziemlich smart. Ja, das ist, steht auch in den 1000 Tipps für Infanteristen, wie immer das Buch dann heißt, für Infanteristen. Ja. Na, und da, die Hosengummis, die sind auch viel länger. Ja, stimmt, hast recht. Da wird nichts kaputt Da gebe ich dir noch mal einen Tipp, weil du auch jetzt mir heute im Laufe des Tages gesagt hast, dass du auch gerne selber nähst. Extremtextil. Ja, dann unterstützt du nicht Amazon, sondern hast dann, die sind auch schnell. Also Amazon ist ja immer die erste Wahl fürs schnelle Liefern. Ich finde grundsätzlich Amazon scheiße. Ja, ne? weiß Ausbeuterei. Weiß ich. Aber ja. die haben. Deswegen gebe ich dir den Tipp. Ja. Also Extremtextil, deutsche Firma, die haben sehr viel Auswahl und auch in den taktischen Farben zum Teil und haben auch viele Schnallen und sowas und sind super günstig. Also für euch auch da draußen Extremtextil. Ja. Die sponsern uns nicht, ne? Aber nicht, weil ich nicht, also ich habe nicht gefragt einfach. Ich stehe einfach dahinter, weil die wirklich cooles Zeug machen. Ja. Ja. Und wenn es dann tatsächlich mal Multicam-Klett und sowas sein soll oder auch militärischer Mil-Spec-Stoff, dann natürlich Tactical Trim. Ja, die kennst du bestimmt auch aus Berlin. Ja, die haben da auch ziemlich viele coole Sachen. Ach, Berlin kommen die? Ich meine schon, dass die in Berlin sitzen. Oder Düsseldorf, ich weiß nicht. Also nennt es uns nicht übel. Gut, Aber auf jeden Fall deutsch. Bekleidung, passt, check. Gut, Gehen wir in die Next-Watch-Ecke? gerne. Ja, Fangen wir links an mit den Irritationskörpern. die haben wir noch gar nicht im Detail gezeigt. Ja. Ah, gut. Total klasse. Verschiedene Einheiten haben die jetzt für den Einsatz, aber vor allen Dingen fürs Training. Warum sind die gut? Ich mache mal unten jetzt ein bisschen Schutz. Man wirft sie. Hand vor, ja, ist auch ein bisschen hell. Eine Warnung wäre nett gewesen, Herr Rosenberg. Ich habe doch die Hand da unten. Ja, für den Ton, aber doch nicht fürs Licht. Du musst halt nicht hingucken. Ich muss, weil ich So. muss ins Licht schauen. Okay. So, warum sind die so klasse? Erstens, Wiederverwendbar. wiederverwendbar. Ich kann sie jetzt auch schnell wieder neu laden. Einfach einklicken. Dann haue ich meinen Sicherungsspind rein. Ich erkenne auch nichts. Ja, weil du ins Licht geschaut hast. Ja. So, dann habe ich sie gesichert dran und kann sie wiederverwenden. Ganz klasse ist, wenn ich jetzt ein oh, hier ist noch ein ganzes Schmotter drin. Das ist auch ganz witzig. Ich kenne das Gerät schon. Ich habe es gerade gesichert. Ja. Okay. Hier kann ich einstellen die, ich sag mal, Zündzeit, ne, die Auslösezeit, 0,5, 1 und so weiter. Ich kann auch die Wirkzeit einstellen. Dann nehme ich einfach die Seite hier vom Schlint, genau die. Und damit kann ich schnell einstellen oder natürlich auch mit einem Schraubdreher, völlig Ja, klar. aber das ist halt cool, weil es einfach dabei ist. Ne? Wenn ich es wirklich taktisch verwende, dann nehme ich natürlich die höchste Wirkzeit. Ne, wir schmeißen sie rein, warten eine Sekunde und dann hinterher, wenn das noch blinkt. Heißt, der Gegner oder die Personen, die da drin sind, halt länger geblendet. Wichtig ist, genau die gleichen Maße wie die Flashbangs, die wir von Rheinmetall zum Beispiel bekommen. Und warum ist das wichtig? Dass wir unsere gesamte Ausrüstung weiternehmen können. Wenn wir Und Gewicht nicht vergessen. Ne? Ja. Weil das ist auch tatsächlich bei den ganzen Übungsflashbangs sind die meistens viel zu leicht. Ja. Und das Ja, willst ist du richtig. natürlich auch nah am Ding haben. Ja, dann zum Satz, ist klar, nicht meine Idee. Ich wollte eigentlich eher, dass der Bügel dran bleibt, aber die Käufer haben gesagt, nee, die soll wegfliegen wie in Wirklichkeit. Ja. Da ist ein Ersatzbügel schon mal in einen Satz drin und man kauft sich dann nochmal hier so einen 10er-Satz, Splinde und Bügel. Das heißt, wenn man sie nicht findet, die melden sich auch irgendwann mal. Hier, Achtung, hier bin ich, zum Wiederfinden. Haben wir jetzt verwendet. Ich habe die schon natürlich schon ein bisschen länger. Super klasse. Die alten Irritationskörper, die Riesenkoffer waren auch nicht Die waren schlecht. von der Leistung her super zu groß Ja. einfach. Ne? Das Ja, hat man jetzt abgestellt. Und man hätte dann ganz konsequenterweise auch einen Holzer nochmal richtig Ja, konstruieren müssen. So wie es war, war es nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, ob die weiterverkauft werden. Ich glaube nicht, weil das Ding leistet ja alles. Die Frage wäre tatsächlich, ob die für den Zivilmarkt erhältlich sind. Ne? Das ist, Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich weiß das nicht. das muss man nochmal Peter Ja. fragen. Wir schreiben euch auf jeden Fall die Info in die Videobeschreibung, weil das kam schon des Öfteren die Frage.
bei unseren NV-Stack-Videos. Was denn? Bist du immer noch blind? Was habe ich gemacht? Ich habe das Blindfallschirm reingesteckt. Entschuldigen Sie bitte, ich war geblendet vom Licht, das Sie ausgelöst haben, Herr das ist Rosenberg. richtig. Ja, habe ich gut gemacht. Hast du gut gemacht, ne? So, dann ist das wieder ordnungsgemäß verstaut. Laser darf ich nicht anfassen, du darfst aber. Ja, genau. Lässt dabei einfach liegen, weil du Lass ich willst das erstmal Tool liegen, machen. weil das jetzt die Reihenfolge ist. Das Tool, die haben jetzt auch ein neues Tool Ja. gebaut. Auch klasse. Das hier finde ich halt gut, weil da eine Option drin ist, die Next Torch Alleinstellungsmerkmal, meiner Meinung nach. Ja, und das da, wie gesagt, ich nehme das nicht nur als Sniper, sondern das ist auch kleine Drähte mal eben schnell abschneiden, Schnur, Sicherungsgurte und. Wir hatten alle, bevor die Multitools kamen, das Schweizer Taschenmesser, ne? Gerade wir in den älteren Generationen. Und als dann die Multitools kamen, haben wir eigentlich unser Schweizer zu Hause gelassen. Was haben wir vermisst? Die Schere. Und die war aber auch scheiße auch noch im Schweizer. Und hier ist sie halt gut. Ja, das stimmt. Ist Okay, viel mehr will ich gar nicht sagen, ist ein Tool. Ja, Ist mit, es funktioniert. Hatten wir in der letzten Serie heute des häufigen vom Herrn Rosenberg. so, dann hier habe ich jetzt auch wieder ein Dummy drin. Obwohl, hier hätte ich es gar nicht machen müssen, aber ich mache es trotzdem. So, was ist an diesem Ding richtig gut? Ich kann das zum Beispiel an normalen Handschutz vom G36 anbringen. Ich habe hier die Möglichkeit zu trainieren. Da sieht man einen Dummy. Na, ich kann hier drücken an der richtigen Stelle. Ich quetsche den Daumen rein. Ich kann es weiter nach vorne, hinten positionieren. Das hier in diesem Fall ist ja eine ganz normale TA30 Dummy. So, ich kann da aber auch die 21er reinhauen. Und das ist jetzt wirklich klasse umgesetzt. Mit einer Torx kann ich das hier öffnen und den Winkel verändern, sodass ich je nachdem, welche Waffe ich habe, das normale 36er hat ja hier Ich glaube, ich habe es nicht so hart angezogen. Ich glaube, du kannst ein bisschen bewegen. Ja, ich habe es nur dreiviertels angezogen. Also da kann ich jetzt habe ich eine ganze Menge Platz. Links wie rechts muss ich halt sehen, wenn ich das Zielfernrohr wirklich aktiv nutze. Aber hier in diesem Falle als Beispiel löse ich es aus, kann schießen. Ich könnte natürlich auch das Platz machen aber dafür ist es gar nicht gedacht. Ja. Gedacht ist das, ich stelle das in meine Lieblingsposition ein, arretiere das und gut ist. Check. Nochmal, das Ding ist schmal, weil es auch in diese Lampen rein passt. Darf ich jetzt nicht machen, Ja, deswegen habe ich einen Dummy genommen. check. Dann vielleicht nochmal eine ganz gute Idee, für Polizei nicht so wichtig, aber auf jeden Fall für die Bundeswehr. Ich habe gerne eine Kappe drauf, wenn ich jetzt im grünen Einsatz bin. Na, wenn ich jetzt mal versehentlich gegenkomme, ich habe jetzt schon entsichert, komme gegen, in der Annäherung bin ich natürlich verraten. Ja. Ja. So eine Kappe, das ist eigentlich so eine Stuhlbeinkappe. Funktioniert, ist billig, ein bisschen Motivation. Und im Satz kaufen wir immer 4 Stück, 4 Beinchen. Das heißt, man kann ja 3 Kameraden glücklich machen. Oder als alter Kapitalist 3 weiter verkaufen an irgendwen. Und Genau, als hat man den einen drin, ja. Dann hier hatten wir im Video 5 schon drin. Ja. Das WL62. Ausführlich erklärt, ja. Was soll ich dazu sagen? Das Einzige, was wir nicht gesagt haben, ist die Stromversorgung hier drin. Stimmt, haben wir vergessen. Ja. Wird die German Line sein, also deutsches Produkt, was halt in China hergestellt wird, aber deutsches Produkt. Dann nochmal zur Erinnerung, das war das hier, High Power, Low Power, arretierbar, beides, oder wenn ich gar nichts haben will, dann umstellbar. Dann die RM30, Rosimount 30, ist tatsächlich so. Die habe ich damals entwickelt, weil es keine vernünftigen Montagen gab. Ne? Ich brauchte eine vernünftige Höhe, die auch für MP5, wenn ich eine Rail habe, funktioniert von der Höhe AR optimiert. Wir haben sie so gebaut, dass ich sie auch quer aufsetzen kann, links wie rechts, oder senkrecht, links wie rechts. Ja, dann Und sogar nach unten. genau, Alle Möglichkeiten. natürlich. Und wenn ich jetzt das Inlet rausnehme, kann ich auch eine Surefire, also wenn jetzt eine Einheit Surefire hat, nur keine vernünftige Montage, dann nimmt man den raus, haut die Surefire rein, passt. Oder halt unsere Nextoy-Klamotten dann halt mit der Adapter. Das hier ist jetzt die neue Version, die Waffenlampe für Kurzwaffen WL11. Mal gucken, wie die heißt, aber German Line. Na, da war die Besonderheit ja nur, dass ich auf beiden Seiten alles gleich machen kann. Die alte war nur auf der richtigen Seite, gehe ich rein. Ja, und die berechtigte Frage war natürlich, dafür habe ich sie auch echt unter Druck gesetzt. Ja, aber für Linkshänder und wenn dann die Waffen und. Also es gibt 1000 Argumente, warum das genauso sein muss. Wollten sie erst nicht machen, haben sie jetzt für uns gemacht, deswegen German Line. Hier jetzt die TR21, da haben wir 2 verschiedene Modelle, die ER
Das heißt, ich kann hier einstellen vorne, hat natürlich nicht die gleiche Festigkeit wie eine TA30, weil wir ja vorne jetzt ein Element haben. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wasserdichte die noch hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ganz cool. Ich stelle die auf IR, arbeite genauso wie immer. Oder ich gehe auf Lock, dann passiert gar nichts. Oder Duty. Oder Tag. Und da ist das gleiche, nur dass da Rot als erste ist. Ja. Ja. Genau. Gut. Cool. Ja, gerade wenn man auf sowas steht, für mich ist sie jetzt nicht die ideale Handlampe. Und dafür ist sie mir zu kurz, weil ich habe den Anspruch, dass ich auch mit kämpfen kann. Ist eine schöne EDC-Lampe. Okay. Für mich ist sie interessant von der Größe, dass ich sie an die Waffe bauen kann. Ja. Ne? Und dann hier den IR-Beleuchter, wenn ich gar nichts anderes habe, wenn ich also kein Laser-Lichtmodul habe, dann ist das natürlich eine einfache, preisgünstige, wobei ich nicht weiß, was sie kostet. Die wird nicht so teuer werden, denke ich. Peter ist da immer ziemlich cool. Ja, gut. Auf jeden Fall, ich habe hier eine IR-Beleuchtung drin, die ich natürlich auch mit der Hand, aber auch in der Waffe nutzen kann. Cool. 2 Sachen liegen mir persönlich noch am Herzen. Das ist einmal Ballistol und einmal Ritterdruck. Ich fange mal damit an. Ja. Ritterdruck, für mich ist elementar wichtig. Wolle du Rose kaufen? Nee, dann nehme ich eine Handgranate. Ja, genau. Also, das System von denen ist, wir haben 3 verschiedene Basis-Zielscheiben. Rote Jacke, blaue Jacke, braune Jacke. Die haben schon eigene Gesichter. Ich kann diese verschiedenen Gesichter, das sind auch die gleichen, die ich bei der Sniperei. Ja, wir schießen international, wir haben Mann wie Frau. 70er Jahre erschießt die Frauen zuerst, da ging es um die Terroristen, weil die halt brutaler waren. Na, dann habe ich hier einen Mexikaner, hier einen Asiaten, hier noch einen Araber, natürlich den ersten Deutschen, noch einen Schwatten und 2 Mädels und den Terroristen plus die 3 Grundgesichter. Na, 3 verschiedene Gesichter. Die ganzen Dinger sind klebbar, das heißt, ich brauche da nichts antackern. Die Belgier, jedenfalls die Einheiten kennen doch die Belgier, das waren die ersten wirklich guten. Ja, da gehe ich einfach hin, klebe die auf. Auch mal schnell, wenn ich jetzt sage, hier der Terrorist ist eine schwarzhaarige, die heißt auch Theresa. Ja, ich muss mir den Namen ja auch merken. Na, du musst noch kennen, Theresa Orlowski. Das ist selbstverständlich, kenne ich die. Eine Künstlerin, die heißt Gina. Wild? Wild, ja. Ne, auch eine Künstlerin. Naja, und der heißt Jim. Big Jim kennst du vielleicht nicht mehr, das waren diese Figuren. Doch, klar. Ja, natürlich. Okay. Ja. So, Terrorist ist Terrorist. Wer könnte das sein? Klatzkopf, der sagt nicht ich. Peter. Fast richtig. Meister Propper, also der heißt Propper. So, Ali. Kennst du Bruce Lee? Der wäre aber auch Ivan gut, finde ich. Entfällt? Ja. Muss ich noch nacharbeiten. Der gehört echt dazu. Ja, Bruce Lee. Bruce Lee. Und ein Mexikaner, der heißt Paco. Ja, Paco. Ja, das sind so die Standardnamen, die ich habe. Die habe ich vor Ewigkeiten mal gezeichnet. Genau, die sind klebbar. Ganz gemein ist natürlich, ich habe da Reisepass, wir haben hier Ich dachte, es wäre gelbe Karte, aber dann habe ich mich gefragt, die rote Karte, Entschuldigung, habe ich mich gefragt, warum da der... Nee, gelbe Karte war eine gute Idee. Entschuldigung, rote Karte. Nee, passt schon. Wir haben auch immer links, rechts. Na, das heißt, man kann dann auch hier auf der einen Seite, hier sieht man ja zum Beispiel die Banane. Und die Basisausstattung ist aber zum Schießen. Das heißt, wenn es schnell gehen muss, habe ich hier meine Pistole und dann kann ich mir aufkleben, was ich will. Und ganz gemein ist natürlich zum Beispiel, dass ich dann hier auffällig die Sonnenbrille raufhau oder ich habe auch eine Pistole für die linke Hand und dann rechts. Also wenn ich mich jetzt genau, ne, könnte ich jetzt den da raufkleben und irgendwas auf der anderen Seite oder Pistolen zum Beispiel. Ne? Na, wenn jetzt mein Fokus nur auf den Sekt ist, dann habe ich natürlich ein kleines Problem. Also deswegen, wichtig ist, das ist so einfach. Ich bin auf der Schießbahn. Ich habe auch nicht nur ein Frontal-Target. Wenn ich jetzt die beiden Seiten einklappe, dann habe ich halt einen Gegner, der so steht. Wenn ich die Scheibe hier hochklappe, dann steht der Mann hinter einer Deckung. Wenn ich die Seite hier bis hierhin einklebe, steht er hinter einer Wand. Das kann man natürlich mit jeder Scheibe machen, ist klar. Aber wir haben es halt so konstruiert von vornherein, dass ich mit wenig Mitteln sehr, sehr effektiv trainieren kann. Cool. Ja. Mega gut. Ja. Und die Geländescheiben, die wir hatten, die Sniper-Scheiben, die Dot-Targets und so, das hatte alles. Ich habe da gerade noch mal mit Ihnen gesprochen.
bitte in deine, wie heißt das Dinger? Videobeschreibung. Videobeschreibung nochmal reingehen. Hier Ritterdruck. Ja, mach ich. Dass sie das finden und die Einheiten fragen dann einfach nach einem Okay, Katalog an, Ja. kriegen sie eine PDF zugesandt. Perfekt. Also die Oder Endverbraucher müssen sich noch ein bisschen gedulden eventuell, weil die kriegen dann die zivilen Scheiben, also sprich die Nicht-Mann-Scheiben kriegt ihr dann bei Nextorch in Zukunft, ne, die Rosi-Scheiben. Und wie er es gerade gesagt hat, für die Behörden dann bei Ritterdruck direkt anfragen. Genau. Packen wir euch den Link unten rein. Ja. Ballistol. Ballistol. Ich mache hier mal kurz einen Nextorch Clean-Up. Okay, klasse. Dann hast du ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten. Über die Reinigung von Präzisionswaffen hatten wir schon gesprochen. Ja. Ich habe mir jetzt mal alles angeschaut. Der Waffenteilereiniger ist für mich der absolute Rennwagen. Ich bin kein Fan von Reinigen, muss ich ehrlich sagen. Meine Kameraden und Kollegen und Freunde, die kennen mich. Ich bin eine Waffenreinigungsschlampe. Waffenteilereiniger kosten Appel und ein Ei, spart Zeit ohne Ende. Jetzt die ersten Einheiten benutzen das auch. Man kann natürlich auch Bremsenreiniger nehmen, aber die sind halt giftig. Ne? Wenn man Bremsenreiniger hier drinnen verwendet, habe ich Kopfschmerzen. Ja. Das Zeug ist so unschädlich. Ich benutze das Indoor. Was? Sprit drauf. Wozu? Einfach so mal Lieber ins Ohr. testen. Ins Ohr. Ja, Gut. aber Jetzt nichts verschwenden, weil das so geiles Zeug ist. Ne? ja. Na, damit Kann sich auch eincremen ein bisschen. Ich will mal wissen, wie gut das jetzt für die Hand ist. ist eine Steilvorlage. Ich werde aber nicht reagieren. Okay, gut. Warum ist das so gut? Ich habe einen Test gemacht. gut. Ja, 3 Glocks. Die eine Glock habe ich komplett klein zerlegt bis zur letzten Schraube. Habe dann geschrubbt, alles sauber gemacht, mal so die Zeit gestoppt. Da braucht man seine 2 Stunden, Ja. wenn man wirklich bis ins Kleinste geht. Die nächste Glock habe ich ganz ursprünglich, so wie man, ich habe ein paar mehr Glock, gereinigt wie sonst immer. Ne, also einfach mal abgewischt. Und war ich natürlich nach kurzer Zeit fertig. Danach habe ich dann mit einem Waffenteilereiniger eine Glock gereinigt. In ungefähr der gleichen Zeit, vielleicht sogar einen Ticken schneller. Und dann habe ich alle, die eine ist ja bis ins Kleinste zerlegt, die andere war grob gereinigt und die andere war Waffenteile gereinigt. Effekt. Natürlich, bei superschneller Zeit kann das nicht die Leistung bringen wie das Endzerlegen. Ist gar keine Außer Frage. Ja. Aber wenn ich an die Auszieherkralle dränge, damit spült man auch die Kleinteile raus in kürzester Zeit. Das heißt, alles, was man hat, ich bin auch ein Geizkragen, spült man damit raus. Ich habe dann so eine kleine Wanne, könnte ich jetzt auch zeigen, aber es reicht, glaube ich, als Erklärung eine kleine Wanne. Das heißt, wenn ich das spüle, fange ich das alles auch mit der Wanne. Und dann habe ich hier so einen Pinsel. Gibt es den übrigens auch, kein Scheiß, vom Ballistol. Ja. Ja, der ist länger als der Bundeswehrpinsel. Der Bundeswehrpinsel geht nur bis hier. Und dann tunke ich nochmal rein und haue mir den Rest raus, einfach um ein bisschen Geld zu sparen. Ja. Super, super schnell, super, super sauber. Dann habe ich die Guncare. Hat er mir gesagt, probier's aus. Du warst skeptisch. Ich war sehr skeptisch, weil das, was ich hatte, war schon gut. Hier ist es halt, da haben wir diese kleinen Keramikkügelchen. Das heißt, die bleiben wesentlich länger schmierfähig. Wo ist das besonders wichtig? Wenn wir mit Schalldämpfer arbeiten. Ja. Na, Schalldämpfer blasen halt Öl raus ohne Ende. Richtig gutes Zeug. Wir haben das einmal getestet in Tropfenform. Na, zum Beispiel für den Lauf benutze ich es ja auch, habe ich ja gezeigt. Aber in Sprayform mal eben schnell. Die Kanone fängt an jetzt hier zu zicken, weil sie halt komplett trocken geschossen wurde. Kurz reinsprühen, kleine Funktionsüberprüfung Ja. und ich bin sofort im Rennen. War jetzt auch ganz witzig beim letzten Training. Wir hatten dann einige andere Produkte, aber das kann mit jeder Waffe sein. Wenn sie furztrocken ist, dann hast du irgendwann Störung. Automatische Waffen brauchen Öl. Ja. So, ja, meine Waffe schießt nicht mehr, komm mit. Und dann habe ich nichts weiter gemacht als das Spray kurz rein, bisschen so. Und ja, und dann meinst du, das klappt. Rauf auf die Schießbahn und sie funktioniert wieder. Automatische Waffen brauchen Öl. Ja. Große Empfehlung, was ganz neu ist bei mir. Und Das habe ich auch nicht gekannt und du hast es gestern rausgeholt und gesagt, das ist der Gamechanger vor dem Herrn. ohne Scheiß. Wie dumm und einfach das eigentlich ist, ne? Aber wie gut. Ich habe das zufällig, ich habe mal die Website, die ist grausam. Ja? Keiner hat Bock, so eine riesige Website. Das Interessante, wenn man ein bisschen, oder ich bin jetzt gezwungen worden, ich habe das durchgearbeitet. Nicht so schlimm, aber okay. Oh, das sind ja 1000 Seiten.
Also Ja. Ballistol, was die alles an Material haben, ist ja nicht nur Kanonenreinigung. Ja, ja. Die haben ja auch Fahrrad und 1000 Sachen. Ja. Dann kam dieses Universaltücher-Spendenbox. Sag ich, okay, probiere ich mal aus. Und dann habe ich so rumgewischt und dann, ja, sind Putztücher. Ganz normale Putztücher. Dann rufe ich natürlich den entsprechenden Chef da an, den Behördenvertreter, und sage, hier, sag mal was dazu. Ich habe jetzt hier die Universaltücher, das sind normale Tücher. Sagt er, nimm doch mal den Kunststoffreiniger. Das ist eigentlich hier zum solche Sachen schrubben, kurz aufsprühen und wegwischen. Und dann sagt er, als heißer Tipp, das haust du da einfach rein, sprüh da rein oder kipp ein bisschen rein. Und wenn ich jetzt irgendwas reinigen will, auch mal hier meine Flipchart und so, das Zeug greift nicht an. Der Tipp wieder für die Jäger, wenn man Kunststoffschart hat, ganz kurz mal rüberwischen, greift auch die Hand nicht an. Es gibt viele Sachen, die wir im Ausland kaufen können. Und das ist vor allem nicht so aggressiver Stinkbombenalarm. Ne? Ja, davon ganz ab. Chemie. Ja, ja. Nee, das ist halt Zeug, was die Haut auch nicht angreift. Ja. Super gut cleant. Ich wollte dann hier meine Flipchart kurz mal reinigen, habe dann hier mit was Falschem geschrieben, habe dann hier Benzin genommen, es ging nicht runter und dann benutze ich das Zeug und hat das weggenommen. Ja. Obwohl es nicht, keine Ahnung, wie sie es gelöst haben. Interessiert mich auch, es funktioniert einfach. Aber ich finde das total smart, mit dem einfach Kunststoffreiniger oben reinballern. Ne? Ja. Das ist echt... Aber er hat mir gesagt, wenn du wirklich viel Waffen reinigst, hol dir noch eine Spendenbox und dann machst du da Waffenöl rein. Ja. Zum schnell überwischen. Das ist halt richtig cool. Das werde ich auf jeden Fall noch Ja, ja. ausprobieren. Hier kann ich jetzt schon sagen, was für eine klasse Idee. Sogar noch Platz, um Geldversteck reinzubauen. Habt ihr nicht gehört? Also wenn ihr Geld verstecken wollt, das ist genug Platz. Das ist sehr clever, das im Netz zu sagen. Ja. Ich könnte jetzt was sagen, wo ich meine Geldverstecke habe. Das sagen wir nicht. Nein, das sagen wir auch nicht. Ja, also Ballistol-Geldverstecke sind hervorragende Produkte. Ja. Und den Koffer, den kannte ich auch noch nicht. Zeig mal her, den habe ich extra rausgekramt. Weil du einfach da... Den habe ich im Baumarkt gekauft. Das Hast du? Kein Scheiß. Ich habe das gesehen, habe mich wieder aufgeregt, dass mir das vorher keiner sagt. Diese Reinigungstücher, das ist der Kracher. Ist so. Es ist ein Tuch. Ich habe da noch welche bekommen. Nee, das diese ist, nicht, Dreier. das ist nicht nur ein Tuch. Genau. Das ist schon... Genau. Ja. Ich habe es dann benutzt. So, ja, können wir ruhig rausholen. So, diese Tücher, die kann man auch als Dreier-Set kaufen. Haben wir auch bekommen zum Test. Dann steht da, ich weiß gar nicht, wo die Gebrauchsanweisung ist. Ich lese eigentlich keine Gebrauchsanweisung. Habe ich aber jetzt probiert. Learning by doing. Und die ersten habe ich so jetzt genutzt. Und dann steht da drin, ja, richtig effektiv, wenn man sie wäscht. Dann habe ich meine Hauptfrau gefragt, kannst du mal alle waschen, auch für die anderen Teilnehmer? Und es stimmt. Die sind jetzt schon gut gereinigt, nehmen die noch mehr auf. Richtig klasse. Was die für coole Sachen haben. Ey. Ich müsste ohne auch Scheiß. mal mehr mich mit befassen. So, was habe ich hiervon noch nicht getestet? Ganze haben wir. Robla Solo Ach so, haben wir gehabt. Schaftöl ist nichts Besonderes, hat Ballistol seit Jahrhunderten. Ja. Die habe ich auch schon früher genutzt. Mal eben schnell sauber machen oder einmal im Jahr meine Jagdwaffen. Eine hat einen Kunststoffschaft, die anderen sind alle Holz. Die sind irgendwann mal natürlich vergriffen. Ne? Dann kommt da Wasser rein und dann quillt das auf, das ist natürlich Müll. Schaftöl, für mich ist auch die Farbe nicht ganz so wichtig. Ne? Auch meine Jagdbüchse ist ein Gebrauchswerkzeug, habe ein paar Schrammen schon weg. Aber man muss die ja nicht mit Absicht kaputt machen. Einmal ordentlich rüberwischen, einziehen lassen, nochmal rüber und fertig. Die Schnellbrünierung habe ich benutzt. Das Ding funktioniert richtig gut. Das ist cool. Ja, das ist wirklich gut. Kaltentfetter benutze ich ja vor den Brünieren, dass man das einmal alles runterholt und dann rüber. Auch da kann man mit denen reintupfen, das funktioniert. Rubla Solo haben wir nichts gesagt, haben wir schon, genügend gesagt, wollte ich sagen. Und das Universal, da muss man nichts zu sagen. Das hat jeder. Wenn das nicht jeder von euch Zuschauern zu Hause hat, dann ab jetzt und kaufen, weil das ist wirklich, Ja, wobei- das kannst du für alles benutzen. Ja, alles. Sage ich jetzt nicht so Nicht? zu, weil ich benutze es nicht so viel. Für Was? mich ist das Hauptding tatsächlich Guncare. Ja. Ne, das Ding Also ich ist, benutze es tatsächlich dazu, wozu du hier das hier benutzt. Ne? Dafür ist mal bei mir das. probier das mal aus. Ich habe es noch nicht gehabt bis jetzt, aber vielleicht werde ich meine Meinung ändern. Also was ich früher hatte, WD-60 für meine Schießkiste. Ja. Na, WD-40 habe ich genommen, um schnell eine völlig verschmutzte Waffe schnell wieder einsatzbereit zu kriegen. Ja, Das werde ich auf jeden Fall jetzt mit denen hier testen. mach das mal. Ne? Weil da glaube ich einfach, WD-40 in der Werbung, denken alle, es ist toll. Wir hatten es ja im Test fürs Arktis-Training. Sowas von durchgefallen. Ne? Und für viele Sachen, das ist ein Waffen.
Marketing sind sie die Besten. 1000-mal besser als Ballistol. Ne, weil alle glauben, WD-40 ist gut. WD-40 hat kaum Schmiereigenschaften, hat nichts. Ja. Das Einzige, wo man sagen kann, man hat es verfügbar für einen guten Tarif, man kann schnell seine Kanone sauber machen und sie wird auch funktionieren, aber ansonsten WD-40, ich sag mal, Hände weg, deutsche Produkte, diese deutschen Produkte, 1000-mal besser. Meine große Der Hesse würde jetzt sagen, WD-40, wer es nutzt, der Erzig. Okay, Gut. ich bin Norddeutscher. Ja. Was würdest du sagen? Ich hab's verstanden, nimm das. Gut. Ja, das habe ich im Prinzip gesagt. Ja. Alrighty. Guti. Gut, dann denke ich, haben wir alles durch. Ja, ich denke, wir haben alles durch. Falls ihr noch irgendwas gesehen habt, was euch angesprochen hat, was euch gefallen hat, was euch noch gefehlt hat an Informationen, an Ausrüstungsvorstellungen oder sonstigen Sachen, einfach einmal ab in die Kommentare damit. Dann werden wir das nochmal in einem gesamten großen Kommentarvideo beantworten. Ne? Auch wenn du... Ich komme nicht besuchen, wir machen das. Eine Sache schon vorweg. Also wenn ich jetzt ein Bösemann wäre und ich würde mir die Videos angucken, nicht ein Video war wirklich ergiebig. Ne, ich könnte aus so einem Video, jedes einzelne Thema, was wir haben, wenn man in die Tiefe geht, müsste man viel mehr sagen. Ja, natürlich. Ne? Und dann haben wir halt keine 60 Minuten, sondern 4 oder 5 Stunden. Natürlich. Ne, also da sind Lücken ohne Ende drin. Aber alles, was ich gesagt habe, bin ich von überzeugt, habe ich erprobt, habe ich selbst gemacht. Ich habe für mich erstmal das Wichtigste herausgeholt, wo ich der Meinung bin, das ist wichtig für die Jungs. Aber natürlich fehlen da Sachen. Auch bei den Kursen muss man natürlich dazu sagen, dass wir es diesmal ja nicht so gehandhabt haben wie in der ersten Serie, wo ich und der Tim Kursteilnehmer waren und du uns da quasi wirklich live auch das beigebracht hast, sondern du hast quasi vor und nach unserer Drehzeit auf der Range die Kurse gemacht. Ja. Und wir haben nur ein bisschen begleiten dürfen, um das Ganze eben einzufangen. Von daher auch da haben wir versucht, am Format ein bisschen was zu ändern, um die Videos knackiger und kürzer zu machen. Ich glaube, am Ende des Tages sind die Videos das haben wir verkackt. Gehaltvoller und länger geworden. Nee, ich glaube, die sind schon gut geworden. Nein, also, ich meine von der Zeit. Ja, Zeit haben wir auf jeden Fall verkackt. Tut uns leid. Ich glaube, wenn ich in meiner Rage bin, dann kann ich mich auch selber kaum stoppen. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört bis hierher und werde das auch weiterhin tun. Von daher vielen, vielen Dank, Herr Rosenberg. Sehr gerne. Sehr, sehr guten Job gemacht. Vielen Dank. Auch von euch, lasst gerne Kommentare, konstruktive Kritik konstruktive Kritik oder auch was ihr sonst noch habt, in den Kommentaren für uns zurück. Dann kümmern wir uns darum für euch und einmal in der Videobeschreibung schauen für alle Informationen und für unsere Sponsoren, die diese ganzen Serien möglich gemacht haben und auch weiterhin möglich machen werden für zukünftige Projekte. Ja, und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sehen uns im allerletzten Video für die gesammelten Kommentare und dann ist die nächste Rosi-Etappe abgeschlossen und wir freuen uns. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Tuchola.